Und damit sage ich hier an dieser Stelle mal wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Kapitel von The Council, einem Spiel, bei dem ich sehr gespannt bin, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickeln wird, das einen guten ersten Eindruck bei mir hinterlassen hat und von dem ich einfach mal hoffe, dass es diesen Level auch in den weiterführenden Kapiteln wird halten können. Vorab habe ich aber noch eine Frage an euch. Kennt ihr diese Situation? Ja? Ihr sitzt in eurem schönen, gemütlichen Sessel, habt euch gerade eine schöne Tasse Tee eingegossen, ja, habt gerade auf Stream starten gedrückt und seid eigentlich ganz entspannt und dann fällt euch ein, dass ihr das Spiel, das ihr heute Abend streamt, ja auf der Playstation installiert habt und dann werdet ihr total hektisch und fangt an, schnell noch die Playstation aufzubauen in den 2 Minuten, die euch noch bleibt, bevor der Stream startet? Nee, ich auch nicht, fragt für einen Freund. Guten Tag. Na? Du auch wieder mit dabei? Hm? Hm? Du möchtest auch wissen, wie es weitergeht, ne? Hm? Ja, seid ihr denn schon gespannt? Könnt ihr euch denn noch dran erinnern, was beim letzten Mal passiert ist? Sonst muss ich das hier an dieser Stelle eventuell nochmal, jetzt streck doch dein Hintern hier nicht. Harvey, bitte nicht deinen Schwanz in meinen Mund. Es gucken vielleicht Kinder zu. Das können wir hier nicht machen. So, nochmal. Wisst ihr noch, was beim letzten Mal passiert ist? Oder soll ich versuchen, nochmal kurz zu rekapitulieren, was ich noch weiß? Ist ja durchaus schon 2, 3 Wochen her oder so, ne? Aber, aber ich muss da schon an die Maus dran. Ja, danke schön. Wie lange genau ist das eigentlich her? Wann haben wir das gespielt? Ähm, ab 3 Wochen. Das geht ja noch. Nee, dann wisst ihr das alle bestimmt noch. Ich habe auch das Gefühl, der hat so eine eingebaute Antenne. Ne? In dem Moment, wo ich auf Stream starten drücke, denkt der sich, yo, jetzt springe ich ihm in den Schoß. Den ganzen Tag hat er sich nicht blicken lassen. Den ganzen Tag. Ja, und jetzt wo es losgeht. Ja, also im Prinzip, wir spielen ja diesen Menschen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, der hier auf diese Burg gekommen ist, zu diesem geheimnisvollen Gentleman, der ja geladen hat, der regelmäßig lädt, und zwar die größten der Großen der Welt, um quasi die weiteren Weltgeschicke zu planen und zu lenken. Ne? George Washington ist da, Napoleon ist da. Harvey, was ist los mit dir? Entweder du wälzt dich hier rum und willst, dass ich dich kuschle, oder du beißt mir in die Hand. Was soll es denn nun sein? Hä? Ähm, ja, und wir sind quasi als Vertreter dieses Geheimbundes da. Ich habe vergessen, wie wir heißen. Wir sind aber nicht der einzige Vertreter. Auf jeden Fall, unsere Mutter ist auch in diesem Geheimbund und ist hier angereist in dieser Burg und ist hier verschwunden. Und wir wollen jetzt wissen, was da los ist und decken dabei nach und nach Geheimnisse und Intrigen auf. Es gibt ja auch ein Mädchen, unsere Mutter hat an der anscheinend einen Exorzismus durchgeführt. Ja, angeblich soll diese Frau schon tot sein, aber sie lebt noch und sie ist hier in dieser Burg. Und ja, das grenzte wohl sehr an Folter, was unsere Mutter da gemacht hat. Das waren wohl keine schönen Details, die da so aufgedeckt worden sind. Und das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns mit dieser jungen Dame zusammen aufs Übelste besoffen und Drogen eingeschmissen. Und kurz bevor wir bewusstlos geworden sind, ist sie aufgestanden, hat irgendwas gesagt von wegen, keine Angst, wird nicht wehtun, hat sich das große Messer gezückt und dann hieß es, Fortsetzung folgt. Und das dürfte die Stelle sein, an der wir jetzt wieder einschalten. Aber das geht so nicht. Jetzt klemmt er hier unter meinem linken Arm. Das mehr oder weniger dürfte das sein, was am letzten Mal passiert ist. Das ist zumindest das, was ich noch weiß. Aber vielleicht. Das Spiel ist ja in Episoden erschienen. Wir spielen heute das zweite Kapitel. Die sind ja tatsächlich auch. Das war jetzt kein vollständiges Spiel, das einfach in Kapitel unterteilt ist, sondern das ist ja wirklich
das erste Kapitel wurde veröffentlicht und verkauft und das zweite Kapitel kam dann, keine Ahnung, 1-2 Monate später und dann musstest du dann wieder für bezahlen, quasi so Telltale-mäßig, ne? Ich mal hier nebenbei den Ton schon mal. Hab ich? Ja doch, ich glaube, ich habe. So, dann kommen wir nämlich schon mal rüber. Und von daher wäre es ja sinnvoll, wenn sie tatsächlich ein "Das letzte Mal bei The Council" mit drin hätten. Die Stimme hat ihn jetzt total erschreckt, da ist er jetzt aus dem Sessel gesprungen. Das ist ein komischer Kater. ein komischer Kater. So. Geil wäre es natürlich, wenn wir wieder so eine schöne interaktive Dynamik hier zusammenkriegen könnten wie beim letzten Mal. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Das ging jetzt sehr schnell. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wohl, Hello. Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. I do apologize for being late. I was obliged to clear up some urgent business. Das war seltsam und jetzt nicht wirklich eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. So, wir dürfen jetzt 2 Manuskripte auswählen. Ein Punkt auf Überzeugung. Das ist ja dieses Level-Up-System, ne, zwischen den einzelnen, ich sag mal, Abschnitten. Normalerweise würde ich das Ganze ja jetzt Kapitel nennen, aber Kapitel benutzen die ja als Oberbegriff für die Episoden. Also ich hätte jetzt Episode 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und die einzelnen Dinger sind Kapitel, aber die haben sich ja dazu entschieden, das anders zu benennen. Ich habe keine Ahnung. Und dazwischen können wir ja Bücher lesen, die wir gefunden haben, um unsere Werte zu erhöhen. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo so unsere Werte sind. Da sind unsere Werte. Wo hätten wir denn tatsächlich was von? Fragen wir mal so. Was haben wir zur Auswahl? Überzeugung und Belesenheit. Belesenheit haben wir auf Stufe 1 zumindest. Befragung. Wo ist denn Überzeugen? Da. Das haben wir noch gar nicht. Dann nehmen wir das mal mit rein, wa? Logik und Etikette. Ja, das haben wir auf jeden Fall beides. Ja, dann Logik, ne? Da nehmen wir Logik, weil das in unser Metier als Detektiv fällt und wir deswegen weniger Punkte brauchen, um das aufzuleveln. Das ist wahrscheinlich sinnvoller dann. Hier haben wir auch schon einiges gesammelt. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt auch nur ansatzweise die richtige Entscheidung war. Ich würde sagen, finden wir es gemeinsam heraus. Im 2. Kapitel. Von The Council. Lord Mortimers Arbeitszimmer, 22. Januar 1793. At last, Hat sich nicht aufgeladen. Monsieur de Richet. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I Moment. wish to apologize Was ist jetzt mit dem- wholeheartedly, Louis. was ist mit dem I made you Cliffhanger cross the seas, passiert? And I wasn't even here to welcome Den ignorieren wir jetzt oder When was? I asked you to join us here, it was, of course, in the hope that you would help us find your mother. Unfortunately, I am now confronted with another problem, which I would rather have done without.
You see, last night, Miss Adams also went missing. Ah, okay. Ich würde ja jetzt befragen, aber dann sind meine Punkte gleich komplett weg. Wir lassen ihn einfach weiterreden, oder? Es würde mich wirklich interessieren, was er zu sagen hat, aber wir haben nicht genug Ressourcen dafür. Wir haben nur 4 Punkte. 4 Ressourcen. Gut, ich könnte das Ganze natürlich, ich könnte wieder aufladen. Wir haben noch relativ viel von diesem Honigzeug und das wird uns ja wirklich auch schon ein bisschen hinterhergeschmissen, zumindest war es in Kapitel 1 so, dass wir ständig was davon gefunden haben und das nicht benutzen konnten. Sollen wir einfach starten, indem wir befragen? Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich bin jetzt schon wieder hin und her gerissen. Es geht gut los. Es verspricht, ein interessanter Abend zu werden. Scheiß drauf. Haben wir eigentlich schon... Warte mal, ich muss erstmal... Nehmen während eines Kapitels genau ein Konsummittel pro Typ ein. Erhöht eine maximale Konzentration um 1 Punkt. Das haben wir schon. Okay. Stufe 10 erreichen. Na gut. Ich versuche es. Du hältst einen Punkt in Sprachen, aber Manipulation kostet einen Konzentrationspunkt mehr. Das wäre natürlich scheiße für uns. Vor allem Punkt ist ja auch nicht Stufe, ne? Also. Gucken wir noch erstmal. Pass auf, wir gucken erstmal, was ist das eigentlich für ein Typ, der hier gerade vor uns sitzt? Haben wir sonst noch irgendwen Neues? George Washington ist nicht neu, der Diener ist nicht neu. Napoleon kennen wir auch schon. Giuseppe Piaggi hatten wir letztes Mal schon. Das ist der Papst, genau. Der Priester, ne, genau. Louis de Richet sind wir selber. Emily Hillsborough ist die nette Herzogin. Uns fehlen gar nicht mehr so viele Leute, ne? Sir Gregory Holmes ist der Kerl. Ach so, das ist der Typ. Dann ist Jacques Peroux der Kerl, der die Dinge verprügelt hat. Ja. Von Wollner haben wir schon getroffen. Elizabeth Adams ist klar. Sarah de Richet ist klar. Ja, Mortimer lesen wir uns gleich durch. Und Emma Hillsborough ist auch neu, ne? Gehen wir die Informationen erstmal durch, bevor wir hier eine endgültige Entscheidung treffen. Und die Kamera ist nicht richtig ausgerichtet. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Die korrigiere ich ständig. Emma Hillsborough ist die Zwillingsschwester von Emily Hillsborough. Du bist ja schon wieder da. Oder bist du jetzt die andere? Du bist die andere, Entschuldigung. Entschuldigung, hallo. Na? Die ist schon den ganzen Tag am Kuscheln. Ja. Emma, deren Leben im Schatten ihrer Schwester verläuft, teilt in der Öffentlichkeit mit Emily eine Identität. Die beiden Schwestern verknüpfen ihre Schicksale bereits in jungen Jahren auf die denkbar intimste Art und Weise. Arbeitsplatz, Freunde, Liebhaber, sie teilten alles miteinander. Diese gemeinsame Identität nutzte die Königin von England, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, als sie die beiden jungen Frauen bat, dem Königreich zu dienen. Aber mit der Zeit hatte Emma immer größere Probleme mit ihrer Rolle als Doppelgängerin ihrer Schwester. Inmitten des Überdrusses ob dieser Rolle begibt sich Emma als diplomatische Vertreterin Englands auf das Anwesen von Lord Mortimer. Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westphorshire und britischer Hochadliger, ist ein äußerst reicher englischer Adelsmann, der so einflussreich wie diskret ist. Sag mal, kannst du den hier einfach hinlegen? Lord Mortimer hatte unter anderem mit seinen Investitionen in etliche Talente überwältigenden geschäftlichen Erfolg.
So konnte er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und immer öfter die Abgeschiedenheit seiner Privatinsel genießen. Als großer Kunstmäzen unterstützt er zahlreiche Künstler unterschiedlichster Richtungen und bringt auch gerne unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Das tut er auch mit den Großen dieser Welt, mit einflussreichen Personen und Staatsmännern. Regelmäßig organisiert er gesellschaftliche Treffen auf seiner Privatinsel an der englischen Küste. Nuri, leg dich doch jetzt bitte einfach hin da. Nicht da. Nein. Entschuldigung. Einfach hinlegen. Hm? Ja. Legst dich hin und alles ist gut. In meinem Kopf klang das besser. Okay. And why is that? Can you tell me more? I have had my people searching for her all over the island. Alas, to no avail. It so happens that both her mental and her physical health are extremely fragile. I'm worried that the same thing happened to her as to your mother. Also, I would appreciate it very much if you could tell me what you were doing on the floor in her room in the early hours It's of quite the normal. morning. I can explain everything. Oh, well, I'm glad to hear it. You see, Sir Gregory is about to arrive, and he's taken Elizabeth's disappearance very, very seriously. Please, reassure him so that we can talk about your mother. William, I would like to see you a moment before we begin. In private. Let's step outside a moment. Louis, this will only take a few moments. Gehen die jetzt alle? Ist das jetzt ein Test? Wollen die gucken, ob ich mir durchlese, was da drauf steht? Ich würde mir nämlich gerne durchlesen, was da drauf steht. Kinder, sagt mal, wollen wir das Arbeitszimmer durchsuchen oder wollen wir warten? Das ist jetzt definitiv eure Entscheidung. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ne? Den Schuh ziehen wir uns nicht an, ne? Trippel, trippel, trippel. Die macht mir schon wieder mein ganzes Bein kaputt hier. Was sind das eigentlich die ganze Zeit für Geräusche? Das irritiert mich schon, seit wir mit dem Kapitel angefangen haben. Das ist wahrscheinlich der dämliche Vogel da, ne? So. Das ist ein Test, heißt so viel wie lieber warten, oder? Sonst noch irgendwelche Meinungen dazu? Nuri klimpert mir auch zuversichtlich zu. Oh, der Vogel geht mir auf den Sack, ne? Können wir den vielleicht braten oder so? I better not make myself look more suspicious than I already do. Und jetzt kommen die alle? Also der Peru da, oder? Heißt der Peru? Good evening, Monsieur de Richet. Likewise, Sir Gregory. Well then, let us begin. Gregory, Louis told me we needn't be concerned. Of course. Monsieur de Richet, the situation seems to escape your grasp, so I won't beat about the bush. Did you kill Elizabeth Adams? Nein. What are you talking about? I only helped her. We talked and she wanted to leave. I imagine that's what she did, right? We have found no trace of her leaving, monsieur. So allow me to have my doubts.
nor have we found any reason to believe that Louis is lying. We must remain calm, Gregory. We have found no evidence that would suggest that Elizabeth has been murdered. For the time being, she has only disappeared. Let's stick to the facts, if you please. Well, where is she then? Wir können ja eigentlich nur, also entweder die Schwester oder... Ich nehme die Schwester. I'm not absolutely sure, but I'd wager she's gone to visit her sister. I beg your pardon? Good Lord! You mean Abigail? Yes, they've been keeping in touch by mail. Elizabeth always dreamt of meeting her. I wouldn't be surprised if she went to see her. Damnation, William. This is a fiasco. Sir, you don't seem to realize just how serious this is. Let's try and remain calm, Gregory. Ich schlag mich gut, oder? In any case, it would be far better if Elizabeth really has left the island, as Louis says. Why do you think she wanted to leave? Oben links oder oben rechts, oder? She was persuaded she was going to die. When she saw that you had invited my mother, she thought that you wanted to put an end to her. She felt betrayed. But why didn't she speak to me about it? Elizabeth had nothing to fear from us. You know very well who she was afraid of, but you don't dare say. Aber das haben wir doch gerade im Prinzip gesagt, du blöder... She was terrorized by my mother's presence here. Just the thought of coming face to face with her was unbearable. Did she tell you why? Yes, she brought the subject up. I'm sorry, Louis. It couldn't have been easy to hear. For your sake, I sincerely hope that she got there safely. Monsieur de Richet, I apologize if my words seemed a little abrupt. I dare not think what would happen if Elizabeth came across your mother on the island. Your generosity may well cost you dearly. I Erfolg understand, für my uns. lord. I certainly regret it. You don't need us for any of this. So come along, Monsieur Peru. We are leaving. Das lief doch ganz gut. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. So. Jetzt geht's los. Ich halte, sie versteckt sich nicht für den besten Start dieser Konversation, weil die Chancen stehen ja ganz gut, dass sie sich vor ihm versteckt, oder? Also nicht vor ihm, sondern vor ihm. She isn't missing, you know. What? What do you mean? My mother has left traces in every nook and cranny of your island, my lord. She's definitely here. Now, what worries me most is why she doesn't show herself. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I Is that thought we so? had everything to gain by working together. You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. Monsieur Bonaparte. So impetuous. Ich find's geil, wie er das You're supposed to ausspricht. let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. Yet he told me that you had spoken and that you hadn't been able to reach an understanding. That's putting it mildly. Monsieur Bonaparte is one of those guys who only understands people who think like he does. Ah, I see what you mean. He is indeed rather inflexible when it comes to certain subjects. But I am still of the opinion that you can manage to get along. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Hallo.
Ich wollte es nur einmal gezeigt haben. So, wie stand denn die Kamera jetzt? Na, ein bisschen weiter rüber, ne? Na, ein bisschen weiter rüber. Eher in die Richtung. Okay. So. Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow. No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play, and I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? Klar. We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? Da spielen wir jetzt aber nicht mit offenen Karten, oder? So wirklich trauen tue ich dem Kerl nicht. Tschüss, Nuri. Ich wollte nur auch mal in die Kamera lächeln, glaube ich. So. Und ich habe jetzt endlich ein bisschen Armfreiheit. Das ist schon angenehmer so. Ein bisschen. So, nee, ich spiele hier nicht mit offenen Karten diesem komischen Kauz gegenüber hier. If only my mother trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the Order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I am sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. von Wollner, and myself. Da weiß ich, komm. Das ist gelogen. You forget Elizabeth Adams, my lord. That's true. But Gregory and I arranged it so that they wouldn't run into each other. I thought it had worked. Do you think that your mother felt she was in danger because of Elizabeth? It's possible. The only thing I can tell you Glaube ich nicht, is aber that Sarah ich will bei dem auch nicht mit offenen Karten spielen. Ich traue dem nicht. Traut ihr dem? Jetzt mal ganz ehrlich. Seid ihr der Meinung, wir können dem trauen? Solving the world's problems. Muss man anders hinsetzen. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Eli Whitney hat was erfunden? Egreniermaschinen, glaube ich, ne? Ich meine, da war was. Grauen Zellen so anstrenge? Ja, natürlich. Und jeder weiß natürlich, was eine Egreniermaschine ist, richtig? Ah,
Yes, his famous cotton gin. It was supposed to revolutionize cotton production in the United States. It will revolutionize the world. Weiß man doch. The potential of this invention is much greater. Tomorrow, all industries will be switching to simple but large-scale production. Of that, I'm sure. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Mother lulled my childhood with tales of the Crusades. How Richard the Lionheart and Philip Augustus had to battle it out to achieve their ends. And how Guy de Lusignan, having broken his word, launched the siege of Saint-Jean d'Acre. Oh, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Das ist richtig. Your Das mother passiert is mir a öfter. very well-read woman. We're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared Das again. ist das, was wir in der I beg Vision your gesehen pardon? haben. Ne? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation, until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Einer Thank kommt you. noch. Okay. The room is just opposite Mortimer's study. Na, so ein Zufall aber auch, wa? Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Ach, das liegt doch eigentlich liegt das ganz gut. Wir haben aber nichts über den Mortimer herausgefunden, ne? Also so gar nichts. Wisst ihr, was ich überlegt habe? Und ich weiß noch nicht, in welcher Form ich das machen würde. Also The Council ist so ein Spiel, was sich ja auch anbietet für mehr als einmal durchspielen und andere Möglichkeiten erforschen. Also vielleicht werde ich das nächstes Jahr irgendwann machen. Ich weiß aber noch nicht, ob live oder ob ich das Ganze als VOD dann nochmal nachreiche. Wo man sich dann auch ganz genau umsieht, überall, wo man vielleicht auch einen Guide benutzt, um nichts zu übersehen oder so. Fändet ihr das spannend oder wärt ihr eher der Meinung, das ist doch total doof? Also jetzt natürlich nicht für diese Runde, nicht für diese erste Runde hier, sondern nächstes Jahr irgendwann halt. Sondern vielleicht noch ein zweites Mal, keine Ahnung. Aber welches ist denn Mortimers Arbeitszimmer? Da sind wir schon mal drin gewesen.
Nein. Jetzt bin ich aus Versehen genau in das Zimmer gegangen, in das wir rein sollten. Jetzt kann ich mich auf der Etage schon wieder nicht um... Das ist es. Ich hasse es. Ich hasse diese verkackten Points of No Return. Es gibt keinen plausiblen Grund, warum ich jetzt nicht in der Lage sein sollte, dieses Zimmer wieder zu verlassen, um zu gucken, was sonst noch so zu finden ist. Außer, dass das Spiel entscheidet, nee, du Ficker, du bist halt aus Versehen in die richtige Tür gegangen. Ich hasse das wie die Pest. Und hinterher heißt es dann wieder, ja, ach, du hättest ja jetzt noch eine außergewöhnliche Begegnung haben können, aber du hast dich ja aktiv dagegen entschieden, ne? Nein, habe ich nicht. Ach, scheiße wieder. Und genau diese Sachen sind es, die mich dazu verleiten, das wirklich irgendwann noch ein zweites Mal mit einem Guide zu spielen, damit sowas nicht passiert. There are burnt papers in the chimney. Das ärgert mich schon wieder richtig. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. So, die wollen mir jetzt erzählen, dass keiner dieses Blatt Papier gefunden hat, oder? Weshalb muss ich mich daran gewöhnen? Das ist einfach scheiße. Das hat ja nichts damit zu tun, dass Taten Konsequenzen haben, oder was weiß ich. Ja, dass man sich für irgendwas gezielt entscheidet und das dann nicht rückgängig machen kann. Das verstehe ich ja, das finde ich auch gut. Aber ich sollte in der Lage sein, dieses Zimmer wieder zu verlassen, wenn ich erst nochmal woanders gucken will. Und das wird mir ja aktiv verboten. Ich habe ja nicht mal eine Vorwarnung gekriegt, dass das Zimmer ist, in das ich rein soll. Das ist einfach nur dämliches Design. Great, honey. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Was war das denn gerade? Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Dante's Paradise. What? Einen Balkon gibt's hier nicht. Okay, interessant. Oh, was haben wir da? What is this disc? Oh, that reminds me of the ones my mother collects. It's magnetic. Eine magnetische Scheibe. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Das haben die nicht gefunden hier? Das da? Wo kommt das denn jetzt her? Das sind meine Notizen. Ach so. Oben rechts. Da steht ja noch was. Da kann ich hier lesen. Wehe, ich kann mich im Flur nachher nicht nochmal umsehen. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Die Sage von Paulus ist bestens bekannt. Ich kriege jetzt gerade 3. Da bräuchte man Gelee für. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Okay. Erst noch weiter gucken. Ich möchte nicht mehr Punkte ausgeben als nötig. Wir sind im Moment sowieso sehr knapp bemessen. The door appears to be locked on the other side.
I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. We'll see if it works. It's open. Und nun? Was haben wir hier? St. Paul painted by Guido Reni. Der heilige Paulus. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription Wir engraved glauben on an the den frame. Mann mit dem Schwert, ist Let's schon take a klar. closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. I don't know, what does that mean? Keine Ahnung, 22? Ich behalte das mal im Hinterkopf, dass wir da noch Punkte ausgeben können für weitere Informationen, aber ich gucke erstmal. A chest with the occult symbol representing air. What? Der sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so eine Mischung aus Sean Connery und George A Clooney. drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Und eine Sammlermünze. Wupp, wupp. Was auch immer uns das bringt. Ja, und was liegt hier? Ist das vielleicht wieder Dantes Inferno? The New Testament. Das ist ja fast so... Oh Gott. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. This volume dates from the first edition by Gutenberg. It's the first book that was ever printed. The pages are covered in annotations in Latin, French, and Hebrew. Someone spent years studying this Bible. A volume of the Gutenberg Bible. Okay, ja, da will man jetzt Vers 11 oder was das war. Ich gucke mir das Bild gleich nochmal an. Da stand ja quasi, wo wir nachgucken müssen. Ich hab's mir nur nicht gemerkt. It's St. John, painted by Guido Reni. Paulus auf jeden Fall, das war ich noch. Paulus 11. Oder? Paulus 11? Ja, aber wir gucken erstmal. Sophistria. Plus 1 Punkt in Ablenkung. Oh, das trifft sich gut. Das wollte ich doch sowieso machen. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Erstmal in Ruhe alles untersuchen. Ich habe Angst, wenn ich den Code jetzt schon knacke, kann ich wieder nicht mehr alles... Wir kennen das ja, ne? Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. A fragment of amber. Das
Bett kann ich nicht untersuchen, ja? Okay. St. Paul painted by Guido Reni. Of the 4 apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. Mhm. Und das sagt uns jetzt was? Apostelgeschichte, richtig? Ja, ich wollte es ja nochmal St. Paul untersuchen. painted by Guido Reni. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Unsere Notizen sind jetzt nicht so ausgiebig, ne? Na gut. Gut, wir haben die Paulusbriefe, natürlich. Aber wir haben auch die Apostelgeschichte. Then they suborned men, which said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God." Gut, das war's nicht. Oh fuck, warte. I guess I'll just come back later. Konnten wir nicht auch irgendwie laufen, wenn ich jetzt gerade so dabei bin? Da ist Laufen. Oh, er bewegt sich ja unglaublich langsam. St. Paul painted by Guido Reni. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. Rom, This war is doch how Rom. Paul Ich war mir nicht sicher, ob ich es spoke mal richtig gemerkt from habe. Rome. Also der Römerbrief, Just ja? above Römerbrief that, 11. someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Elf. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait. A note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the 2 groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Johannes. Oder nicht? Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Nee, ich setze die Apostel gerade mit den Evangelisten gleich. Ne? Johannes ist das jüngste Evangelium. Aber er ist ja nicht zwangsläufig der jüngste Apostel. Ne? St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Doch, Johannes. Hey, wait. Ich meine, ich wusste das That natürlich. means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. The painting looks like it's been taken down recently. What was it my mother said? That she would wait for an answer hidden behind the apostle. Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right.
to complete their rank. What does it mean? Einen zur linken und 3 zur rechten. On the Gib mir noch mal second die day, Nachricht. the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Ich schrecke gerade noch so ein bisschen zurück davor, Punkte zu benutzen hier. Geht das jetzt hier um diese Truhe? A chest with the occult symbol representing air. Ah, da bräuchte ich ja den Schlüssel für, ne? I guess I'll just come back later. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ne? Ich dachte jetzt, ist es vielleicht 1,3 bei irgendwas von Johannes, aber so eine Auswahl hatte ich nicht. A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. Ich will hier raus. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured. What comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Ich finde für die Rätsel in diesem Spiel, glaube ich, ein bisschen zu dumm. Das muss ja was mit der Bibel zu tun haben, ne? Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Aber die Tatsache, dass da kürzlich jemand dran war und dass da Fingerabdrücke drauf sind, das verleitet ihn nicht dazu, vielleicht mal ein bisschen genauer hinzugucken. Also, wozu auch? Ah ja, total bescheuert. On the second day, the pilgrims listened to the prophecy of the young apostle. The prophecy of the young apostle, that was John. And the prophecy mentioned is most likely the book of Revelations according to St. John. Ja gut, toll. Das, soweit war ich schon. Offenbarung des Johannes, ja. Da war es doch schon. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to einfach alle receive durch. power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Oh, ich muss das immer einzeln auswählen. Ach, aber And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou hurt not the oil and the wine. Aber das war's doch, oder? 1 und 3. And a voice came out of the throne, saying, praise our God,
all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully in the corner of this page. The writing, it's not my mother's. Warum jetzt da? The book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean? Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Aber diese Offenbarung, hä? Was soll denn das jetzt bedeuten? Das ist total schwachsinnig. Oh, das ist bestimmt ein Code. Das ist das 3. Mal, dass ihm das passiert. In diesem Raum. Das ist so, boah. Ja, der den Engel hört, ist er hier. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Wenn man einmal mitgekriegt hat, dass sie diese Bibel zur Kommunikation benutzen, könnte er jetzt nicht theoretisch einfach die Bibel durchblättern und gucken, was da noch so für Zettel zwischen den Seiten sind? Ich frag ja nur, statt jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Gemälde anzustarren, in der Hoffnung, irgendeinen Code zu finden und zu knacken. There's something else behind this Aber dann hätten wir painting. natürlich kein Rätsel. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Die Hälfte jeder Gruppe. Jetzt geht es um den Brief an die Korinther, oder? Haben wir den Brief an die Korinther hier mit drin? Wir haben sogar 2. If we have hope in Christ in this life only, we are, of all men, most miserable. Gucken wir einfach. Ich gebe jetzt nicht noch mehr Dings aus hier. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. Then came together unto him the Pharisees, and certain scribes, which came from Jerusalem. Aber jetzt geht's doch um Markus, oder nicht? Muss er hier dann irgendwo sein? And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. And as they did eat, Jesus took bread, and blessed it, and broke it, and gave it to them, and said, Take, eat, this is my body. Es geht doch um Markus, oder? And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. So einfach ist es also nicht. War das hier Markus? Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. There's nothing worth noticing here.
No, nothing of value here. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Toll. Ich kann kein Hebräisch. Aber wir haben vielleicht haben wir einen Brief an die Hebräer? But that which beareth thorns and briars is rejected. Ich fange an, dieses Rätsel zu hassen. Whose end Es geht is jetzt, to be burned. geht jetzt lang Here's a genug. message. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible, let's see tomorrow evening, in the South Room, where we reviewed the situation. When Paul understood that only the axe counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left, in the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Bei Paulus neue Pilger. Jetzt im Text. Oder geht's jetzt um das Ding, was ich schon seit gefühlt einer halben Several Stunde portraits of untersuchen will? apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Natürlich. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Das staubige Möbelstück, da hatte ich schon mal geguckt. St. Paul painted by Guido Reni. Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er wieder auf dem richtigen Weg. Ich erwarte Ihre Bestätigung links von ihm, in Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. Oder geht's jetzt hier? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Das ist aber mutig. Wird hier gar nicht sauber gemacht? Das ist ja traurig. 4. Finally, brethren, whatsoever things are true, Ich bin hier nur noch komplett am Raten, ne? Ich kann nur die Hälfte, bestenfalls die Hälfte nachvollziehen hier. Ich habe ein bisschen Überblick über dieses Rätsel verloren. Das sind einfach nur noch irgendwelche Bibelzitate vor sich hinstammeln. Warum nicht? If there be any praise, think on these things. Da ist auch eine 4. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Ich könnte es mir wahrscheinlich leichter machen, indem ich Punkte ausgebe, aber ich will hier keine Punkte mehr ausgeben. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
Die Rätsel in diesem Spiel sind furchtbar, oder? Letztes Mal dieses schreckliche Statuenrätsel da. Diesmal das hier. In him God has chosen us before the foundation of the world, that we may be holy and blameless before him. Da gibt's keine 4. Die 4 hatten wir schon, ne? Because we look not at the things that are seen, but at the things which Wusstet are ihr, not dass ich seen. Dialoge nicht For überspringen the kann? things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. I guess I'll just come back later. Oder gehe ich mit der 4 jetzt hier hin? Zu denen, die sich ihm angeschlossen haben. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Also ich sag euch, wenn sich am Ende herausstellt, dass die Antwort auf das Rätsel hier in den Dingern verborgen ist, dann schrei ich ihn an, ne? Also richtig. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Ideen habt, wie wir hier vorwärts kommen, ich würde die dankend annehmen, ne? Also, so ist ja nicht. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Ja, die Zahl 4. Ja, keine Möglichkeit, über die Zahl 4 nachzudenken, ne? Keine. Die beiden Dinger hier, die hatten wir vorhin schon. Das bezieht sich auf das andere jetzt. Da gebe ich keine 3 Punkte für aus. Vielleicht ist es ja... Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Und dann haben wir ja dann noch diese Truhe, die wir nicht aufkriegen, weil wir die entsprechenden Schlüssel nicht haben. Wir dafür später nochmal wiederkommen dürfen. Oder gehe ich mit der 4 jetzt nochmal zu ihm hier? Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. 4, 8 oder 8, 4. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Nur das Hebräer-Ding habe ich ja gefunden gehabt, ne? Also 8 und 4 haben wir. Nein. Nein. Ich gucke jetzt einfach alles durch hier. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely,
whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Verdammt! Ich dachte, ich hätte es. 4 und 8. Nee, es ist Petrus. 4,13. Alter, ich bin so kurz davor, einfach nachzugucken. Ne? Das geht mir inzwischen so auf den Sack. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kriege ja nicht mal irgendwelche Tipps. Ja, 4 und 8 gibt's nicht. Also gibt's einmal, aber das war's nicht. Also ist es irgendwas anderes. Ganz, ganz große Klasse. A chest with the occult symbol representing air. Ich bin so völlig... Buh. Ich habe auch nichts mehr. St. Paul painted by Guido Reni. Strange. St. Paul is shown twice, unlike the other disciples. Ja, und? Ich will nicht noch einen Punkt ausgeben müssen jetzt hier. Was ist denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Leute, das ist der Punkt, wo ich jetzt sage, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Das wird mir zu doof hier. Ich will hier nicht morgen früh noch sitzen und von Gemälde zu Gemälde rennen, während ich eine Bibel durchblätter. Mann, 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 ey. Das bringt mir überhaupt nichts, weil das einem völlig anderem Pfad gefolgt ist. Ist das euer Ernst? Wow. Also ich habe gerade gefühlt 20, 25 Absätze überscrollt, die wir in diesem Kapitel alleine wohl anscheinend verpasst haben, weil wir der Miss Adams gesagt haben, sie soll die Insel verlassen. Ich habe meinen Controller weggeworfen. Das ist auf jeden Fall schon mal okay. Das ist schon mal was, auf das ihr euch freuen könnt dann für die zweite Runde. So. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Also hier steht jetzt die Lösung, aber... St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio.
This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. So, also, wir erinnern uns, wir haben die Zahlen 8 und 4 gefunden. Und wisst ihr, was wir uns jetzt angucken müssen? Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 8 natürlich. Das ist so, ich versteh's nicht mal. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Clearly, she must be trying to do something useful, but what? A nightmare. Does that remind me of anything? It probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? Aufmerksamkeitsstufe 2, Kosten reduziert um 3 und trotzdem kostet es noch 10. Ja, das ist wahr. Yes, it's the painting that was behind Mortimer's study. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Ich bin ganz ehrlich, das stand direkt unter, wo ich nachschlagen muss, deswegen wusste ich das jetzt, aber ab jetzt sind wir wieder blind. Ja, natürlich, jetzt gehen wir runter und nehmen an dem Essen teil. Natürlich, wir brauchen uns ja jetzt hier nicht noch umsehen, was mir verwehrt worden ist. Och Mann, das ist alles so unnötig verärgernd, sag ich mal. Ich hätte Lord Mortimers Arbeitszimmer durchsuchen können. Blöd, dass ich's nicht gemacht habe. Was bin ich nur für ein Vollidiot? Das sind so die Sachen, die mich so richtig auf die Palme bringen in diesem Spiel. Weißt du, erst lässt es mich nicht durch diese beschissene Tür gehen und hinterher hält es mir vor, dass ich nicht nochmal durch diese beschissene Tür gegangen bin. Mann! Das ist das erste Mal, dass ich richtig angepisst auf dieses Spiel bin. Natürlich hätte ich das Arbeitszimmer durchsuchen können. Das Spiel hat mich nicht gelassen. Ja? Das Spiel hat mich nicht vorgewarnt, dass ich die Tür niemals wieder würde durchschreiten können. Und jetzt ist meine Chance einfach vertan. Du musst mit deinen Konsequenzen halt zurechtkommen. Ja, fick dich, Spiel. Ganz ehrlich. Boah, ey. Weißt du, weil wir das Arbeitszimmer nicht durchsucht haben, war das pures Glück, dass ich gelesen habe, was ich jetzt bei der Auflösung dieses Rätsels da auswählen musste, weil ich hatte ja 0 Chancen. Ich hatte 0 Chancen, das herauszufinden, weil wir nicht in diesem Arbeitszimmer waren. Das ist doch... Oh. Das ist so Design, das finde ich schwierig. Mehr als schwierig. Weiß ich nicht, Digga.
It's time I went back and joined everyone in the small salon. Nee, finde ich nicht. Ich finde, es ist Zeit, sich das Arbeitszimmer anzugucken, aber das wird er nicht machen. Monsieur Johann van Wulne. A Chinese coin. Also einmal ganz ehrlich, das war doch Mistdesign, oder? Ja, wir hätten wenigstens eine Vorwarnung kriegen können, so, ich könnte mich natürlich noch irgendwo anders umsehen oder so, bevor er ins Zimmer geht und mich nicht mehr rauslässt. Ich darf keinen Raum betreten hier. Ich habe meine Chance komplett verspielt, ohne dass ich wirklich eine Chance hatte. Das ist kein guter Auftakt für heute. Und dann noch dieses dämliche Rätsel da am Anfang. Kein guter Auftakt für das heutige Kapitel, ganz ehrlich. Das ist kein guter Start. President George Washington. Da ja auch nicht rein. Natürlich nicht. A Bazant. Warum liegen hier eigentlich überall diese scheiß Münzen rum? Was habe ich davon? Da ist noch eine. Achso, ich habe es doch noch nicht gesagt, aber wir spielen auch heute wieder das Kapitel durch, ne? Also. Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi. Geräusche, irgendwer macht hier sauber, immer noch. Seit gefühlten Ewigkeiten. Noch eine Sammlermünze. Hat mir schon irgendwer erklärt, was ich mit diesen Münzen machen kann? Monsieur Jacques Perreux. Warte mal, Mortimers Arbeitszimmer, das wäre nach oben gewesen, oder? Treppe hoch wahrscheinlich. Ja, da wo jetzt der Typ davor steht und mich nicht mehr durchlässt. You are expected in the small Ihr wisst salon, schon. sir. Und das zieht mich richtig runter, wisst ihr das? War hier noch was? Achso, das war die andere Seite da. Wo muss ich denn runter? Der Weg ist es auch nicht. Was will das Spiel von mir? Oh.
Alles, was in der letzten halben Stunde passiert ist. Vor allem die Sache mit dem scheiß Arbeitszimmer. Geht's auch nicht. Wo soll ich denn lang jetzt? In den kleinen Salon. Ja, ich würde nach unten gehen, aber die Treppe nach unten durfte ich eben nicht gehen. Weil ich darf nur eine bestimmte Treppe runterlaufen, bestimmt jetzt hier, ne? Ja. Ich darf nur die runterlaufen. Die andere, die auch ins Erdgeschoss führt, die durfte ich nicht nehmen, weil die führt ja... Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Oh, hätte jetzt nicht noch 1, 2 Dialogzeilen mehr kommen können? Muss mir doch Tee eingießen. Da ist jetzt die Frage, trauen wir der guten Frau oder trauen wir ihr nicht? Ich meine, wir wissen, dass unsere Mutter ihre Schwester erschossen hat. Sie weiß das anscheinend nicht, oder wenn sie es weiß, hat sie es uns zumindest nicht mitgeteilt. Auf der anderen Seite hatten wir uns letztes Mal entschieden, dass wir ihr eigentlich vertrauen wollen. Da müssten wir ja von den Nachrichten erzählen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir können die beiden sich auch einfach nur noch 1, 2 Minuten hier in unangenehmer Stille anstarren lassen und einfach mal gucken, was passiert. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, wir haben ein paar Punkte zurückgekriegt, ne? Im Endeffekt ist die Frage jetzt einfach nur, vertrauen wir ihr weiter oder vertrauen wir ihr nicht mehr? Jetzt so konkret nicht. Auf der anderen Seite hat man uns vorhin erzählt, dass unsere Mutter ihre Schwester abgeknallt hat. An dem Tag, als wir angekommen sind. Das war die Vision, die wir unten an den Docks hatten. Sie macht nicht unbedingt den Eindruck, als ob sie das wüsste. Ich habe keine Ahnung. Es gibt eigentlich auch keinen Grund davon auszugehen, dass sie unser Feind ist. Abgesehen davon, dass unsere Mutter halt ihre Schwester getötet hat. Was ja einen Grund haben muss. Wobei ich wahrscheinlich eher dazu geneigt wäre zu sagen, unsere Mutter ist eventuell die Böse in der Geschichte, als dass ich sagen würde, sie ist die Böse. Ich habe keine Ahnung. Katze hat gesagt, Vertrauen. Wir vertrauen. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. Du bist jetzt And schuld. did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Ja, wenn, dann ziehen wir es jetzt durch. Auf Teufel komm raus. Yes. Go ahead, take a look. Theoretisch ist sie Teil unseres I Ordens. see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge.
So, jetzt ist, glaube ich, ein ausgesprochen interessanter Punkt in unserer Geschichte. Ich nehme mal den Cursor da weg. Der war gerade ein bisschen sehr unglücklich platziert, würde ich sagen. Erzählen wir ihr von unserer Vision. Von der Vision, in der wir gesehen haben, wie unsere Mutter ihre Zwillingsschwester mit einem Revolver in die Brust erschossen hat. Oder behalten wir das für uns? Habe ich auch überlegt. Also auf den ersten Blick wirkt es wie eine absolut bescheuerte Idee, ihr jetzt an dieser Stelle davon zu erzählen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt konstant ehrlich bleiben, ja, dann ist es entweder halt richtig dumm von uns oder es bewirkt, dass wir halt am Ende hier wirklich eine Verbündete in dem Haus haben. Scheiß drauf. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen das nächstes Jahr nochmal mit einem Guide, damit wir nichts verpassen. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Da streiten sich schon wieder irgendwelche Leute im Hintergrund. Da wird unser kleines, intimes Gespräch bestimmt gleich von unterbrochen werden. How did you find out? Sir Gregory told me on my arrival. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. Wenn der Sir Mortimer weiß, dass wir Teil des Goldenen Ordens sind, dann weiß er doch garantiert auch, dass die Emily und dass George Washington auch Teil des Ordens sind, oder? That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Alcudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richet. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? The King of France is dead, gentlemen. Our monarch. Und er so ein blödes Grinsen im Gesicht, ne? So, How dare! Oh dear. Ding dong, der König ist tot. Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please.
Let us take a step back a moment. In the name of holiness, he was the highest representative of God in France, Emily. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Unsere Mutter is his kennt irgendwie mother. jeder, ne? Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you, as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Also versteht mich nicht falsch, ich finde die Geschichte an sich immer noch interessant, aber was da eben mit dem Arbeitszimmer und diesem dämlichen Bibelrätsel abgelaufen ist, das war ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. So, jetzt gucken wir erstmal. Manuel Godoy, Staatsminister und Regierungschef von Spanien. Damit haben wir auch alle Charaktere kennengelernt hier, ne? Godoy stand in der Gunst von König Karl IV. Von Spanien und legte einen rasanten politischen Aufstieg hin. Als Geliebter von Maria Louise von Bourbon-Parma zog er den Neid der spanischen Prinzen auf sich. In seiner Funktion als Staatsminister entwickelte und stärkte er das spanische Kolonialreich, vor allem in Amerika. Da er ein enger Freund von König Ludwig XVI. Von Frankreich war, versuchte er vehement, ihn vor der Guillotine zu retten. Aber vergebens. Das fachte seine Abneigung gegenüber der republikanischen Regierung in Frankreich enorm an. Fun Fact auf der Seite: Wusstet ihr, dass der Erfinder der Guillotine selbst tatsächlich auch eins ihrer Opfer wurde? Habe ich zumindest irgendwo mal aufgeschnappt. Nachdem er von Sir Home eingeladen wurde, ist er auf dem Anwesen von Lord Mortimer mit dem Ziel eingetroffen, den Expansionswünschen der USA auf dem amerikanischen Kontinent entgegenzuwirken. Und die anderen, werden die irgendwie aktualisiert hier? You spare a moment, please, sir. I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. Von Wollner ist das, ne? I heard about your mother's... Ich hab nur eine He Chance! looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Warte mal, von Wollner. Schwäche ist Ablenkung und gegen Okkultismus ist er immun. Dann nutze ich doch die Schwäche aus, oder? To hear you speak, you seem to know my mother well. Not really. We met for the first time on this very spot, some weeks back. We had a very pleasant discussion. She's an exceptionally learned lady, with a good head for business, and no need for me to tell you that. I agree. Did she tell you about our arrangement? Psychologie ausnutzen, oder? The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself.
During one of our discussions, she spoke of an old book which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? The least one can say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels bei der without a few Psychologie. books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. It's divided into 7 parts, each one individually locked. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. There's only one. The mere mention of it makes his face light up. Well, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. Das ist das Buch, das Emma verstecken wollte, oder? Oder sollte. I move closer to it. It seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Sollen wir ihn manipulieren? Ich bin gerade mal in die Pause gegangen. Sollen wir ihn manipulieren? Das kostet uns 3 Punkte. Und die Alternative ist raten. Also entweder lügen oder sagen, nein, kenne ich nicht. Er ist gegen Okkultismus immun und er ist schwach gegen Ablenkung. Von Manipulation steht da nichts. Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now, because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person. What can you say? Can't trust anyone these days, Oof. huh? No, you can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Wollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. Ich unterbreche noch mal ganz kurz. Ich wollte kurz gucken. Wir haben zwei Talente gekriegt hier auch wieder. Beziehungsweise 3 sogar, ne? Mit Anwalt ging's los. Du hast deine Gastgeber von deiner Unschuld im Zusammenhang mit Elizabeth Adams überzeugt. 1 Punkt in Überzeugung gekriegt, jawohl. Theologe. Du hast die geheimen Nachrichten deiner Mutter in der Bibel gefunden. Wieso gab es da Alternativen zu? Hätte man die auch nicht finden können? 1 Punkt in Okkultismus. Und 1 Punkt in Logik für ehrlich sein. Du hast Emily von deinen Zweifeln über das Verhalten deiner Mutter gegenüber Emma erzählt. Aber Talente haben wir auch irgendwas freigeschaltet. Wartet mal. Intuitiv. Schließe 5 Konfrontationen erfolgreich ab. 2 Punkte in Befragung. Das ist gut. Befragung. Ja, das steigern wir dann beim nächsten Level up mit. Und dann vielleicht doch nochmal hier entweder Okkultismus oder Manipulation. Müssen wir dann mal gucken, ne? Lese 5 Manuskripte, deine Erfahrung steigt um 5%. Ob es ein New Game Plus gibt, wo ich diese Dinger hier übernehmen kann für eine neue Runde? You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif Wow, bitterly Moment. regretted it, Monsieur de Richet. Das Al-Azif? You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does Das not sagt mir sogar appreciate was. anyone poking around in his business. Let me guess. Verdammt, jetzt war ich so mit dieser Offenbarung bezüglich des Al-Azif beschäftigt, dass ich nicht wirklich zugehört habe, was er gesagt hat. Was genau wählen wir jetzt aus? Helft mir mal. Ich habe wirklich nicht aufgepasst.
Warum beobachtet Napoleon uns? Das ist doch Napoleon, ne? Oder ist das Godoy? Einer von den beiden auf jeden Fall. Tut mir leid. Ah. Es wird einer von den beiden Linken sein. Lord Mortimer. Oh, you are way off the mark. There's nothing more for us to say. Goodbye. Scheiße! You better go and check out the painting in Lord Mortimer's study. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. So. Wir sind jetzt hier unten. Wir sehen uns jetzt erstmal in diesem Raum um. Wir reden natürlich auch noch mit Napoleon. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Ah, damit haben wir die Enzyklopädie vollständig. Sehr schön. There's a pattern with 5 circles on this chest. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. Goldelixier. Was macht nochmal das Goldelixier? Negative Effekte aufheben. Gut, ich habe keinen negativen Effekt. Ist das auch noch ein Goldelixier hier, oder? Nee, das ist Gelee Royal, also kann ich 2 Punkte wieder auffüllen. So, ich gehe mal davon aus, die Story geht weiter, sobald wir dann in dieses Arbeitszimmer gehen. Was bedeutet, dass wir jetzt vielleicht die Chance, sich allgemein so ein bisschen auf dem Gelände umzusehen, wenn wir die Gelegenheit dazu kriegen jetzt, oder? Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. You'll be able to check if the hearsay is true over these next few days. I sincerely doubt that. The context does not allow me to give him my trust. I understand your point of view. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given sehr the große presence Nase, of oder? Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Was für ein Kuchen? So, also da hinten, hier oben links, da waren wir noch gar nicht, ne? Hier. Da darf ich auch nicht hin. Na dann.
Bonjour. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Das Gespräch hatten wir Perhaps, letztes Mal would schon, ne? like to know something else? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Drei Punkte. Aber wir hätten ein neues Buch. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Huh, there you are then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But I... Now. But sir, I... Very well, sir. Here you are. Das schleppt das jetzt dann mindestens seit 24 Stunden mit sich rum, ne? And you've damaged it as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Schon ein bisschen gemein gewesen jetzt, ne? Aber okay. Ich wollte das Buch haben. Das war mir die 3 Punkte jetzt tatsächlich wert. Die große Frage ist natürlich, wie viel... Das Gegenbeobachten ist doof. Wie viel... Freiraum haben wir jetzt tatsächlich beim Erforschen hier. George? Sag doch mal. Diese Musik, die irritiert mich ein bisschen. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Okay. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Keiner will uns so wirklich was erzählen hier, ne? Kann ich rausgehen? Natürlich kann ich nicht rausgehen. Schade. Können wir hier hinten weiter? Ah, hier darf ich rein.
Erstmal gucken. Jemand anwesend. Mais oui, da hinten steht irgendjemand und wartet. Die Gemälde sehe ich mir jetzt nicht nochmal extra an, aber die Tische untersuche ich nochmal. Wir hatten ja einiges an Gelee Royal zurückgelassen, ne? Wenn das hier noch irgendwo liegt, wir hatten irgendeine Tür geknackt unter anderem. Nicht Tür, Truhe. Louis, just the man. Good Lord, how did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Your Eminence, I'm sorry for King Louis, but he did everything to put himself there. Louis, how can you say such a thing? Even if France Das war sehr dumm. rejects the church, you don't go and behead a person of high status. They always serve our cause better. Ich hätte noch mal nach den Immunitäten gucken sollen. Politically, it's absurd. Ich habe nur gesehen, yeah, 0 Punkte. Is there any news of her? I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Ich bin wieder da. Hallo, wollt nur mal winken. Ach, du kleiner Rabauke, du. Hm? Ja. So, jetzt ist die Kamera natürlich wieder. Ja, hier flattern überall Schmetterlinge rum. Da hinten links. Hier, da sind auch welche. Da. 2 Stück sogar. Muss ich mal kurz. Kann ich irgendwo sehen, was dieser Statuseffekt bewirkt, den wir gerade haben? Erschöpft. Ein Konzentrationspunkt nicht nutzbar. Wir haben gerade ganz viel Goldelixier gefunden. Da kann ich gleich noch mal eins holen. Dann weg damit. As to his faith, I have no doubt. However, his ambition seems to surpass his morality. Besser. And I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leaves little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. Nebenbei Katerkuscheln hier. Ja, ne? Ich muss unbedingt mich nochmal mit dieser Katzenkamera beschäftigen, die ich vor ein paar Wochen hier angesprochen habe. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Schade eigentlich. Ich finde, diese Musik passt viel besser zu dem, was der Kater hier gerade macht, als zu dem, was der
Priester da so sagt. Hm? Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. All right. I've retrieved everything. So. Noch mehr. Ach, guck mal, hier dürfen wir auch noch lang. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Da ist noch ein Gelee Royal, dann laden wir unsere Punkte jetzt hier wieder auf. Remedy of the gods. Hier noch jemand ist. Ich habe schon wieder irgendeinen negativen Statuseffekt hier. Berauscht. Dialogtimer wird nicht angezeigt. Gut, das wird ja erst relevant, wenn ich tatsächlich Dialoge führe, ne? Da könnten wir uns... was ist das? Eine Münze, ne? Was macht ein Karmelitengeist? Das ist der da oben. Ja, dann komm, dann nehmen wir den doch. Zack, wenn ich hier noch einen habe. Dann können wir das nächste Mal voll auskosten. Amber Crystals. Wenn wir irgendwelche Punkte verbrauchen müssen oder so. Und wir haben genug Goldelixier, diesen negativen Statuseffekt, den können wir aufheben, wenn wir das tatsächlich brauchen dann. Das war dann nichts mehr. Den Geheimraum können wir wohl nicht nochmal öffnen, wa? Schade. Wir haben ja bei die Truhe da bei Napoleon da in der Nähe. So, hier sind wir noch nicht gewesen, ne? Das ist jetzt ein neues Areal. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Komm. 7 Punkte gespart. Gelee Royal. Mysteriöse Notizen hinzugefügt, was? Was für mysteriöse Notizen? Oder ist das eins von den... Das dauert so lange, bis er das nachgeholt hat da, ne? Da weiß ich mal nicht...
Verdammt, ich habe die Nachricht tatsächlich erst jetzt wahrgenommen und habe tatsächlich 0 Ideen, worauf sich die bezieht. Ja, als sei das abgestimmt. Bezieht sich auf was? Die Kunst des Schlossschmieds. Ich kann mir vorstellen, welche Fähigkeit das vielleicht verbessert. A cache. Golden Elixir. Consume without excess. In den Garten darf ich nicht. Oh Gott, so lange stand das da und ich habe es nicht wahrgenommen. So, unsere Punkte sind voll. Okay, das hier ist bestimmt der Konferenzraum, in dem wir dann gehen sollen, wenn es soweit ist, ne? Okay, kann ich hier die Treppe hoch? Und das führt uns wohin? Ach komm, das bist du gewohnt. So, ich laufe jetzt natürlich alle Zimmer hier nochmal ab, ne? Gucken, ob ich irgendwo noch irgendwas erreichen kann. Da ist nur eins? Ja, da ist nur eins. Okay. Da ist eine Tür. Achso, die konnte ich nicht benutzen gerade. Hier waren wir noch nicht drin. Da ist der... Das wäre jetzt die Chance gewesen, weil der Kerl ist ja unten. Aber ist okay. Wir dürfen in unser eigenes Zimmer nicht rein. Das ist natürlich frech. So, bei dem Godoy dürfen wir auch nicht schmulen gehen. Schade eigentlich. Und bei Emily dürfen wir auch nicht ins Zimmer. Signore Bonaparte lässt uns auch nicht ein. Ach Mann, schade. Emily, moin! What do you want, Louis? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Politik können wir nicht. Schade. Was sind eigentlich Ihre Immunitäten? Wissen wir da schon was? Nein. Zumindest nicht hinsichtlich der Immunitäten, aber Ihre Stärke kennen wir. I doubt that Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Ich betrachte mir diese Theke da hinter ihr und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, wenn Sie kein Brot mehr haben, dann sollen Sie doch Kuchen essen. You're leaving me? Unfortunately,
I have things to do. Thank you again, madam. So, oh, was ist das hier? Noch ein Buch. Decorum Guide. Regeln zur höflichen Anständigkeit und Benehmen. Okay. So, und hier sind wir dann wieder. Das Erdsternchen ist, was macht nochmal Erdsternchen? Das ist das eine. Offenbart vorübergehend die Immunitäten und Schwächen, die sich auf einen Dialog auswirken. Haben wir das schon mal benutzt? Nicht so wirklich, ne? Ja, das hier. Johann von Wöllner. Okay. So, aber wirklich interessant ist, wir können nach oben gehen. Huiuiui. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Das ist eine Münze. Die wird er nicht vermissen. Hoffe ich. Ach, dieser blöde Vogel wieder. Wow, wow, whoop. Which four-letter word could open this? Warum ist das manchmal so mit dem Audio? Das war vorhin bei Dangerous Paradise. War es genau das gleiche? Herausforderung angenommen. Also, 4 mal 4, ja? Knobeln wir doch mal ein bisschen. Der erste ist entweder A, K, Z oder E. Der zweite ist R, B, E oder A. Der dritte ist S, U, E oder I. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Und hier haben wir N, E, L oder S. Aber dann können wir gleich mal das erste ausprobieren. Aber Ares ist es anscheinend nicht. Abel ist es auch nicht. Which four-letter word could open this? Aber wenn es Abel nicht ist, was wir auch einstellen könnten, ist... Scheint es aber auch nicht zu sein, ne? Ich bin nur noch in diesem mythologischen. Der ging auch. Ha! Bin ich gut oder was? Handschriftliche Notizen von Lord Mortimer, die will ich aber sehen. Ach so, das ist hier von dem Dings. Ja. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Okay, so, suchen wir weiter. Eigentlich aus einem anderen Grund hier.
bleibe erstmal kurz in diesem Rondell, bevor ich nach da weiterziehe. Ich will ja hier nichts verpassen. Ja, das Sternchen ist voll. Book of the Mortimer family. Okay, das könnte eventuell noch relevant werden, wa? Wenn das da so... Aber wir haben bis jetzt noch keine Informationen, die wir damit in Verbindung bringen könnten. Also will er damit auch noch nicht spielen. Das kennen wir ja nun schon. Schlüssel mit einem okkulten Wassersymbol. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Okay, das heißt, er hat alle 3 Bücher der göttlichen Komödie hier. Dantes Inferno, Dantes Paradiso und Dantes Purgatory. Oder Purgatorio. Obwohl Purgatorio ist, glaube ich, das 2. Paradiso ist das 3., ne? Das erinnert mich daran, dass ich hier immer noch das Spiel Dantes Inferno rumliegen habe. Und ich bis jetzt nicht getraut habe, da irgendwelche Videos zuzumachen, aufgrund des Wollust-Levels. The Coup de Lance by Paul Rubens. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, Dantes Inferno. So ein bisschen, ja, geht so ein bisschen in so die Richtung Devil May Cry, Bayonetta, God of War. Hinzugefügt. Leviathan. Thomas Hobbes, 1651. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar Bücher, die wir lesen können, um unsere Eigenschaften zu erhöhen zwischen den einzelnen Abschnitten hier. Die sehen komisch aus. That's what you generally feed birds. Naja, vorhin auch gemacht, ne? Wir haben ja aufgepasst. Might come in handy. A mina bird. Well, Waldo, is your master good? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Okay. Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Wenn ich ihn jetzt nochmal habe. Na, okay. Okay, aber das mit Sarah war schon mal spannend. Zum Schreibtisch ist jede Menge zum Untersuchen, aber da gehen wir dann hin. Eins nach dem anderen, ne? It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. It looks like a war painting. It's dated. Ich habe mich übrigens jetzt wieder ein bisschen beruhigt, was diese Geschichte da vorhin anging, weil du hättest das Arbeitszimmer untersuchen können, war natürlich die Auswahl, als wir gesagt haben, wir warten und nicht dieses, ich bin jetzt da reingegangen, oder? So deutlich ist jetzt im Nachhinein, aber in dem Moment, also das hat mich echt aufgeregt. So, da ist der Albtraum, ja, ja.
Den machen wir mal als allerletztes. Das hatten wir schon. Let's take a closer look. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Okay. Dark chocolate beans. Very bitter. Also müssen wir aufpassen, dass wir die Waldo nicht in seinen Rachen stopfen. So, Gelee Royal. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Okay, wir werden irgendwann versuchen müssen, es zu knacken. So, was haben wir denn hier? Sehr geehrter Guido Poletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt habe. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen dem damaligen Kalender der Freimaurer entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Sie natürlich nicht daran erinnern, dass das Freimaurerjahr im März beginnt. Beim Longinus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser der Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungsvoll Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westfordshire. Longinus, die Lanze von Longinus kennt man natürlich. Vielleicht, wenn man den Anime Neon Genesis Evangelion gesehen hat, da spielt die Lanze von Longinus ja auch eine Rolle. Oder zum Beispiel bei Gabriel Knight 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned, aber in der Bibel kommt es zum Beispiel auch vor. Die Lanze von Longinus ist nämlich die Lanze, die der römische Legionär benutzt hat, die er Jesus in die Seite gerammt hat, um zu gucken, ob er noch lebt. Bei der Kreuzigung. Ne? Getränkt in das Blut Jesu. Ein sehr mächtiges, okkultes Artefakt. Und was ist das hier? Die Zahlen für das Jahr 1792. 8.156 Pfund Lebensmittel, 6.200 Pfund Kerzen, 2.621 Pfund Werksteine, 8.600 Pfund Marmor aus Korinth, 9.227 Pfund Holz, 2.680 Pfund Buntglas, 280.000 Pfund Gemälde von Meistern, 3.641 Pfund Stoff, 25.460 Pfund Wein, 254 Pfund Wasser, 13.598 Pfund Pulver. Gesamt 360.437 Pfund. PS, im nächsten Jahr muss der Holzverbrauch gesenkt werden. Ja, weil diese 9.000 Pfund, die machen wirklich einen Unterschied. So, das dritte Dokument liegt hier natürlich nicht mehr. Das hätten wir uns vorhin angucken können. Die Chance haben wir vertan, weil wir nicht weiter uns in irgendeiner Kapazität verdächtig machen wollten, insbesondere in Hinblick auf das Verschwinden der guten Miss Elizabeth Adams. Adams heißt sie. Okay. Schauen wir mal. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Ja, die Geheimtür dahinter. Im Zweifelsfall. Looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think.
There must be a mechanism somewhere. Diese Statue da, soll das eigentlich Zeus sein? Das ist der Hinweis auf den Code. Ominöse Musik. Ganz ominöse Musik. A ring lock now? Great. That's all I needed. Haben wir unser nächstes Rätsel gefunden, wa? Waldo. Kennst du zufällig den Code, Waldo? A minor bird. Tell me the door code. Here I am talking to a bird. Shame on me. Okay, wir hatten aber hier hinten ein Buch, mit dem wir interagieren konnten, das noch keinen offensichtlichen Zweck hatte. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. In 1645, the Mortimer family allocated a pension to be passed down the generations to the Nerac family from Bordeaux, shipowners and refiners from father to son, a family known for their expeditions to Africa and America. In 1489, the Mortimer family participates in the purchase of the Caravel Santa Clara from Juan Niño, shipowner, on behalf of Don Luis de la Cerda. The vessel will be renamed La Niña. La Niña, yes! That's one of the 3 caravels of the expedition of Christopher Columbus. They enabled him to discover the Americas. Well, you can certainly say that grandfather had a flair for business. In 1567, the Mortimer family financed the brickworks in Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming dynasty. I'll bet that brickworks helped maintain the Great Wall. From 1235 to 1280, the Mortimer family granted an annual pension to Albert the Great, Archbishop of Regensburg, in order to fund his research in the writing of De Mirabilibus Munci, books about the wonders of the world. Let's not forget it recorded the recipe for gunpowder in the form of an anagram. They democratized firearms in Europe, no less. In 1645, the Mortimer family allocated a pension to be passed down the generations to the Nerac family from Bordeaux, shipowners and refiners from father to son. Man kann übrigens keine Dialoge überspringen. Habe ich das schon mal erwähnt? Das sind unglaublich viele Sachen, die man hier nachschlagen kann. In 1550, the Mortimer family financed half of the construction of St. Basil's Cathedral in Moscow by way of protocol gift for Ivan IV Vasilievich, one of the most beautiful religious buildings ever built. In 1635, the Mortimer family sponsored the Academy of Mersenne for 30 years in Paris for works in the sciences and in philosophy. That was generous, but not entirely selfless when you think about Blaise Pascal, who developed the first calculating machine at the same time. In 1513, the Mortimers financed the expedition of Ponce de Leon to the New World. That was the expedition that resulted in the discovery of Florida, in fact. In 1772, Lord Mortimer made a donation of £112,000 to the attention of Achille Basmarin, major ship owner of Bordeaux, for the construction of a ship, the Clary.
That's Lafayette's ship. I thought he paid with his own coin. It's even been suggested that grants were given by the Order. But in fact, that wasn't true at all. Es sei denn, Lord Mortimer oder die Mortimer-Familie oder zumindest... From 1685 to 1720, the Mortimer family allocated an annual pension to Denis Papin for his brilliant works in pneumatics and hydraulics. That reminds me of spectacular experiments such as his first submarine, which didn't end all that well if I remember correctly. In my opinion, his lesser-known invention of the steam piston ought to be more important in the future. Well, ich hau hier gerade ein paar I thought he died in 1712. Punkte raus, die nicht notwendig gewesen wären. Aber das ist interessant. Well. Allgemein interessant, deswegen gucke ich mir das alles durch. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Oh, the family tree. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, 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 blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity! Nice. Nothing is mentioned about his wife. Aber das erklärt sein Interesse am dritten Kreuzzug, ne? The direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195 on his father's return from the crusade. Only son, more discreet than his father, it states that he was widely traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see. Who else is there? Only son, a descendant with a singular name. He also took a wife and had only one child, named William again. Another at random. William Mortimer again. Only son, him too. Born in 1573 and died in 1665. The Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Okay. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant, and that towards the end of his life, he entered politics? Also. Gedanken und Überlegungen, gerade auch im Hinblick darauf, dass Okkultismus und das Okkulte, insbesondere ja zum Beispiel auch durch unsere Vision und sowas, die ja durchaus eine Rolle spielen, die heißen alle William. William irgendwas Mortimer, ja? Die Frauen in der Familie werden mit keinem Wort erwähnt. Die Mutter ist in dieser Ahnenreihe jedes Mal komplett irrelevant. Die werden jedes Mal alle relativ alt. Ja? Haben immer nur einen Sohn, einen einzigen Erben, der das Mortimer-Imperium weiterführt. Außerdem haben wir den guten Lord Mortimer selber hier mit seiner Privatinsel irgendwo vor der Küste Englands, der von da aus die Weltgeschicke leitet und Verbindungen in alle Länder und bis in die höchsten Kreise der Politik hat. Ich lehne mich jetzt an dieser Stelle einfach aus dem Fenster und behaupte, ist es vielleicht alles der gleiche?
Ist Lord Mortimer vielleicht unsterblich? Ich meine, wir haben Visionen von Ereignissen, die tatsächlich stattfinden. Das heißt, das Übernatürliche in irgendeiner Art und Weise existiert in dieser Welt und in dieser Erzählung. Es ist also nicht komplett unmöglich, es ist nicht komplett von der Hand zu weisen. Und ich finde das schon relativ auffällig, wie sich die Ahnenreihe hier so entwickelt. All the descendants are called William Mortimer. There have been only male descendants. All of them only sons. Strange. It was uncommon to have only one child in those days, let alone all only sons. How was that possible? It really makes you wonder if all those sons really are official descendants. I'm smelling something shady here. Let's see. All Mortimer's ancestors are called William something Mortimer. That happens a lot in noble families, but here it's systematic. Not a single generation ever breaks the custom. Looks like this family is very attached to their principles. Many families kept documents of their history, but I've never seen anything like this before. Such regularity in writing them up through the generations for such a long time. First time I've ever seen that. Mortimer gives considerable importance to his origins. That's undeniable. Okay. Nehmen wir uns erstmal das Rätsel an sich an jetzt. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Wann war diese Geschichte mit dem Kreuzzug? Der allererste Mord, was ist das denn hier? Ach, Erdsternchen. Oh, the family tree. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and 1131. Das distinguished passt. himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. Den probiere ich. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Karmelitengeist ist einmal gratis, ne? Na dann. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. 1,9 also, ja? So, jetzt muss ich das Datum, jetzt muss ich die Daten nur noch gegenchecken, ne? Das natürlich bedeutet, wir müssen das nochmal alles lesen. Well, well.
History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Oh, the family tree. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved Steht for the nicht dabei, elite wann er geboren with ist, the ne? aim of finding answers to world problems. Blah, 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 blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. 1211 passt What nicht. longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. The direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195 1195. on his father's return from the crusade. Only son, more Den discreet versuchen than wir his jetzt. father. 1195, das It passt states auch mit that der he 1 was und der widely 9. traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. Ich kann die Bilder untersuchen. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5190. That's a funny date. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. Die hatten uns ja eigentlich angeguckt. Oh, was ist das denn? This painting isn't finished, and it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Das sind irgendwelche großen Bilder? Nee, nur die hier noch. Coup de Lance by Paul Rubens. Ja, für eine Bildanalyse gebe ich jetzt keine 2 Punkte aus hier. Was haben wir hier denn noch? Das hatte ich schon mal, ne? History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Sarbe. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Ja, das ist Freimaurer-Ding. The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege
had been going on for 2 years. 1190 ist auch möglich. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Und es startet im März. The Welcher famous Monat war call das? from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5190 AL. Also whereas 1191. The siege had been going on for 2 years. Drei mögliche Daten. (1191) war's. Open Sesame. Sehr schön. Ne, als die Belagerung von Akkon endete, da hat der Mortimer ja vorhin von geredet, dass er die so toll fand. Und der Freimaurerkalender beginnt im März, das heißt, da war es noch 5190, weil es der 12. Monat war, also Februar. Und der Freimaurerkalender beginnt 4000 Jahre vor unserem, also 5190 minus 4000 ist 1190, aber dann der 12. Monat ist Februar in dem Jahr und das wäre laut unserem Kalender dann natürlich schon 1191 und daraus ergibt sich der Code. Nochmal zusammengefasst für diejenigen, die vielleicht nicht ganz folgen konnten jetzt hier. Sehr geehrter Lord Mortimer, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es schon bald unmöglich sein wird, den Druck durch die Russen zu ignorieren. Kaiserin Katharina will den Grafen der Provence um jeden Preis unterstützen und ihn als den Regenten des Königreiches Frankreich anerkennen. Sobald König Ludwig von der politischen Bühne verschwunden ist. Es tut mir leid, solch schlechte Nachrichten zu übermitteln, aber stellen Sie sich besser auf turbulente Zeiten ein. Ihre Freundin Elfriede Bauer. A fine-looking map of the Orient, indeed. Sir, Ihr Plan, in Belgien einzugreifen, wird ganz wie vorgesehen ablaufen. Ich werde die preußische Armee beschäftigen. Ihre Kanonenlieferung nach Valmy hat uns den Sieg gesichert. Wie besprochen, habe ich den preußischen König über die Pläne von Custine und die Nordarmee betreffend informiert. Die Österreicher werde ich aus Belgien heraushalten. Ich muss mich zügig nach Paris begeben, denn ich habe das Gefühl, dass das Schicksal unseres Königs Ludwig auf unehrenhafte Weise besiegelt werden soll, und ich kann da nicht tatenlos zusehen. Wenn Sie mir Botschaften übermitteln wollen, empfehle ich Ihnen, das wie üblich über unseren Freund Monsieur Peroux zu tun. Hochachtungsvoll, Charles-François Dumouriez, General der Nordarmee. It's locked. Ich konzentriere mich erstmal auf diesen Vorraum und dann in den zweiten Abschnitt gehe ich dann, ne? Mein lieber Lord Mortimer,
Als großer Freund von China werden Sie für Ihre Informationen gebührend belohnt werden. Sie müssen sich keine Sorgen über etwaige britische Pläne gegen uns machen. Mr. McCartney, der britische Abgesandte, wird ohne jede Hoffnung auf Vereinbarungen mit uns von hier aufbrechen. Ihr Freund Qianlong, Kaiser der Qing-Dynastie. Wir waren Planungszimmer, ne? Definitiv. William, ganz gleich, was du planst, ist unser Vater offensichtlich dagegen, dass du Europa im Griff hast. Russland wird sich schon bald der Koalition gegen dein geliebtes Frankreich anschließen. Ich glaube nicht, dass du diesem Druck wirst lange standhalten können. William, ich flehe dich an, endlich beizugeben. Du reißt unsere Familie auseinander. Dein dich liebender Bruder G. PS. Ich komme gerne zu deiner Konferenz, aber denkst du wirklich, dass es eine so gute Idee ist, sie ausgerechnet in dieser Zeit zu halten? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt eine ausgesprochen interessante Notiz, denn soweit wir wissen, ist William Einzelkind. Mein lieber Freund, ich habe Ihre Nachricht erhalten und verstehe Ihre Lage. Ich bedauere es, dass wir uns militärisch gegenüberstehen müssen. Aber wenn die Situation es erfordert, Krieg zu führen, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Ihren Anweisungen folgend und schweren Herzens werde ich mich nun zu der Ihnen feindlich gesinnten Koalition begeben, in der Hoffnung, Ihnen wieder dienen zu können, Georg III., König von Hannover, König von Großbritannien und Irland. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Außer Deutschland. Deutschland hat deutlich mehr. So, okay. Schauen wir mal, ob sie den Mut haben, sich allein mit mir zu treffen. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is this stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. Also im Garten. I've absolutely got to find out where it came from. Oh Gott. Werter Freund, wie gewünscht konnte ich meine Freunde versammeln, damit sie die Vereinbarung unterzeichnen, die sie vorgeschlagen haben. Diese Vereinbarung soll Buttonwood Agreement genannt werden. Wenn Sie sich an den Baum erinnern, unter dem wir uns das erste Mal versammelt haben, verstehen Sie sicher, warum wir uns auf diesen Namen geeinigt haben. Anbei finden Sie eine Liste meiner Kollegen. Leonard Bleecker, 16, Wall Street. Hugh Smith, Taunton Coffee House. Armstrong and Barnwell, 58 Broad Street. Samuel March, 243 Queen Street. Andrew D. Barclay, 136 Pearl Street. Benjamin Saseks, 8 Hanover Square. John Henry, 13 Duke Street. John Bush, 195 Water Street.
David Reedy, 58 Wall Street. Dank Ihrer Unterstützung werden wir uns bald in meinem Haus, dem Taunton Coffee House, treffen können. Ich freue mich darauf, Sie möglichst bald wiederzusehen. Hugh Smith. Und hier, mein lieber Freund, als Zeichen des Dankes für Ihre Dienste und Hilfe beim Kampf gegen die Spanier und bei der Eroberung von Oran wurde ein Schiff gemietet, das unterwegs nach Marseille in Frankreich ist. Versteckt an Bord befinden sich einige Leichen, die mit der Pest infiziert sind, welche die Bevölkerung unseres Landes momentan dezimiert. Seien Sie äußerst vorsichtig mit den Kisten, denn wenn sie unkontrolliert geöffnet werden, besteht die Gefahr, dass sich die Seuche in ganz Frankreich ausbreitet. Mohammed el-Kebir. This shows the forces present in America. Das Geschenk wurde überbracht. Timur Shah Durrani, König von Afghanistan, des Punjab, des Sindh, von Mashhad und dem Kaschmir, dürfte seinen Titel recht bald verlieren. Wie geplant wird sein Sohn Saman ihm nachfolgen. Danach werden wir die Verhandlungen wieder aufnehmen können. Gezeichnet K. Wenigstens ist es nicht A, dann würde ich mir Sorgen machen. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. Ich muss ganz kurz. Hirte. Du hältst einen Punkt in Manipulation. Du hast das Buch über die Schwäche der menschlichen Psyche in Lord Mortimers geheimem Arbeitszimmer gelesen, okay? He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. The author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Bin ja gespannt, ob dieses Kapitel ungefähr so lang ist wie das erste. Wenn ich das richtig gesehen habe, war mit dem ersten Kapitel so gegen 11:30 fertig. Ne? Dann hätten wir jetzt noch etwa eine Stunde. Könnte sogar hinkommen, weil ich davon ausgehe, dass diese große Konferenz, die er einberaumen will, dass die auch noch kommt. Und wir haben ja hier noch ein bisschen was. Ne? Ganz viele Texte vor allem. Sehr geehrter Lord Mortimer, mit diesem Brief möchte ich Sie bitten, Präsident Washington davon zu überzeugen, den Fugitive Slave Act in seiner jetzigen Form nicht zu unterzeichnen. Alle Aspekte, die mit der Sklaverei zu tun haben, müssen wir unbedingt auf nationaler Ebene in Angriff nehmen und dürfen nicht zulassen, dass einzelne Bundesstaaten ihr eigenes Süppchen kochen. Das Gesetz war ursprünglich zur Beilegung eines Konfliktes zwischen Pennsylvania und Virginia gedacht. Aber wenn wir es verabschieden, riskieren wir, die Jagd nach Schwarzen zu legalisieren. Immer mehr halbseidene Menschen werden zu Sklavenjägern. Und wenn sie schließlich keine Sklaven auf der Flucht finden, schnappen sie sich den erstbesten Schwarzen und liefern ihn als den Gesuchten ab. Es besteht die Gefahr, dass sich die Lage schnell verschlechtert. Vielen Dank im Voraus. Gezeichnet, Ihr Freund John Adams. PS: Grüßen Sie bitte meine Tochter Elizabeth von mir. Mein Lord, ich hoffe inständig, dass Sie diesen Brief erhalten. Meine Tage sind gezählt. Mein Verlagshaus wurde geschlossen und ich wurde in der Festung Schlüsselburg eingesperrt. Wenn es Ihnen möglich wäre, ein gutes Wort für mich einzulegen, stünde ich auf ewig in Ihrer Schuld.
Kaiserin Katharina wird nicht lange damit zögern, alle Logen des Goldenen Ordens in ihrem Land zu verbieten. Uns stehen sehr dunkle Zeiten bevor. In der Hoffnung, dass Sie mir helfen können, Nikolai Novikov. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Das ist so der Punkt, wo ich denke, es wäre echt gut gewesen, wenn wir Politik gelernt hätten. Und jetzt hier an dieser Stelle die geopolitische Situation hätten besser einordnen können. So, jetzt sind wir hier in diesem Rondell, sind wir einmal rum, ne? Ich hatte gehofft, dass das ein Goldelixier ist. Dann weg mit dem schlechten Status. So, was haben wir hier? Jetzt gehe ich mal links rum. Jetzt gehen wir links einmal außen rum und dann gucken wir uns den Tisch in der Mitte an, ja? Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. De Humani Corporis Fabrica von Andreas Vesalius, 1543. Ein wegweisendes Buch, die absolute Referenz bezüglich menschlicher Anatomie. Die Bücher, die uns zur Verfügung stehen, die gehen wir in Ruhe durch, wenn wir wieder Manuskripte auswählen können, die wir lesen, um irgendwelche Talentpunkte zu kriegen. Ne? Something strange about this table. The Little Surgeon's Perfect Collection. Okay, das interessiert mich jetzt. What kind of experiments does Mortimer carry out here? It's a dissection table. So Mortimer does autopsies here on his desert island. But who is he doing autopsies on then? Das ist die große Frage. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. Ja, Sprachen können wir auch nicht. Sind halt dumm. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Tja. Wow. His right hand is missing. Vielleicht war Gustav auch sein Kumpel und er hat ihn einfach aufbewahrt. Ach du Scheiße! Alter, tatsächlich. Sehr geehrter Lord Mortimer, wie vereinbart, habe ich Ihr altes Schloss durch eine meiner Erfindungen ersetzt. Hier ist das Modell Ihres neuen Schlosses, bei dessen Entwicklung ich mich von Ihrem Freund Monsieur Guillotine habe inspirieren lassen. Es mag schwierig sein, sich das Ganze vorzustellen, aber das Schloss wird in der Mitte der Tür eingesetzt. Die Funktion der Tür wird dabei nicht geändert, aber sie wird dadurch sicherer. Je nach Konstellation der Scheiben wird entweder das Schloss geöffnet oder der Eindringling, dessen Glauben nicht stark genug ist, bestraft. Ich habe meine Erfindung Glaubensprobe genannt. Denn wer auch immer nicht starken Glaubens ist, wird bestraft werden. Ich hoffe, dass Sie die Ironie darin erkennen. Gustave Montreux, Meisterarchitekt. Das ist bestimmt dieses komische Schlossding, was draußen auf seinem Schreibtisch steht, oder? Mein lieber Freund, wer ist wohl der Begehrteste auf dem Olymp? Kein anderer als der König der Götter natürlich. Im Gegensatz zu seinem Vater Kronos, es geht um Zeus, konnte er seine Stärke und Weisheit gleichermaßen einsetzen. Statt sich vor der Macht seiner Kinder und Brüder zu fürchten,
ließ er sich darauf ein, die Welt mit ihnen zu teilen, zumindest bis Kratos aufgetaucht ist. Die Menschen fürchten seinen Donner und preisen seine Gerechtigkeit. Er herrscht über sie, unterdrückt sie jedoch nicht. Da ist der Hinweis auf die Kiste draußen, das habe ich aber so geschafft. That must be for writing the homing pigeon messages. An iron mask. I wonder who it's for. Der Mann in der eisernen Maske. Das ist doch mit. Ist das nicht mit Leonardo DiCaprio sogar? Der Film? Warte mal, Karmelitengeist ist ein Ding gratis, ne? Nehme ich. Nehme ich doch direkt. Sehr geehrter Lord Mortimer, ich möchte hiermit meine Ergebenheit erneut betonen. Wie abgemacht wird sich die Landbevölkerung von Vendée schon bald erheben. Meine Kameraden tun alles dafür, den Druck auf die Massen zu erhöhen. Die Entscheidung der Nationalversammlung, den Klerus zum Eid auf die bürgerliche Verfassung zu verpflichten, sorgt für heftige Reaktionen in der Region. Das Volk lehnt die Kleriker mit großer Mehrheit ab und schwört dem Staat die Treue. Wenn sie dafür sorgen könnten, dass der Nationalkonvent den finalen Schlag gegen die Bevölkerung ausführt, wäre die Sache so gut wie durch. Ein Vorschlag wäre die Zwangsrekrutierung der Leute für einen weit entfernten Konflikt. Das wäre das perfekte Mittel, um die Menschen vollends revoltieren zu lassen. Ihr ergebener Diener François Athanas de Charette de la Contrie. Das ist die französische Revolution, ne? Und der Schlüssel mit dem okkulten Feuersymbol. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Und einfach geknackt und dann nehmen wir mit, was auch immer sich da drin befunden hat. Ich warte jetzt kurz mal ab. Okay, Sammlermünzen. Wir haben noch nicht herausgefunden, was wir letztendlich mit diesen Sammlermünzen machen können, ne? Oder ob das einfach nur ein Collectible für irgendein Achievement oder irgendwie sowas in der Art ist. Alter, wie viele Sammlermünzen? Und warum wird mir das alles einzeln hier? 27 Sammlermünzen. Table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Naja, wenn meine Theorie von vorhin stimmt, dann hat er ja auch sehr viel Zeit gehabt, um sich mit allem zu beschäftigen, ne? Mein werter Freund, es verläuft alles so, wie wir geplant haben. Der Coinage Act wurde verabschiedet. Und Ihr Projekt, die erste Bank Amerikas zu eröffnen, dürfte sich nicht verzögern. Sie wird vermutlich Union Bank heißen. Der Baubeginn des Weißen Hauses ist im Übrigen weiterhin für Oktober geplant. Ich werde keine Verzögerungen hinnehmen, vertrauen Sie mir. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, Thomas Jefferson, Außenminister. Ja, auf dem Tisch ist noch eine Sache von Interesse. Am I seeing things, or is that an actual Von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Okay, das ist das dritte Mal, dass ich erkannt habe, dass Lord Mortimer wahrscheinlich eine Immunität im Bereich Wissenschaft hat. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Oh, das sind aber nicht... Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon.
I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Methodisch. Du hast Lord Mortimers Arbeitszimmer sorgfältig durchsucht. Ja, und ich bin auch noch nicht so ganz fertig mit der Durchsuchung. Da liegt nämlich noch ein Brief auf dem Tisch. Aber ein Punkt in Aufmerksamkeit. Das finde ich sehr gut. Ne, wir arbeiten dran. Okay, die einzigen Punkte, die uns hier noch fehlen, sind Politik und Sprachen. Also, wenn ich da noch Punkte investiere, dann haben wir zumindest alle Talente zur Auswahl. Dann können wir immer gezielt überlegen, ob wir das Ding jetzt nutzen wollen oder nicht. Dann haben wir nichts mehr, was man uns irgendwie vorenthalten kann. Das ist vielleicht gar nicht so dumm, oder? Wenn ich da als nächstes investiere. That would surprise me. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, temperance. That announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Lord Mortimer, der Tiger liegt im Sterben. Auf Ihre Bitte hin habe ich Travancore angegriffen und höchstpersönlich so vielen Engländern wie möglich die Kehle aufgeschlitzt. Allerdings ohne französische Hilfe. Ich kann den Feind nicht mehr länger aufhalten. Die Zahl meiner Truppen nimmt trotz ihrer neuen Raketen zu schnell ab. Helfen Sie uns. Tipu Sahib, Sultan von Mysore. Okay, ich glaube, damit sind wir hier fertig. Hier liegt ein Formaldehyd, jetzt habe ich es verstanden. Nun denn. Das war interessant. Oh shit. How am I gonna get out of here now? Kann man nicht einfach wieder ziehen? This looks like the same mechanism as the one on the other side. Looks like the same as the one on the other side. It looks too easy. It could be a trap. These cylinders rotate on the same central axis, so when I enter a number on one side, it corresponds to another one on the other side. Quasi das genaue Gegenteil dann, ne? Warte mal. Wenn wir die 1 auf der einen Seite haben, muss ja, wenn es insgesamt 10 Dinger sind, müsste ja die 6 ist das Gegenstück zur 1, ne? Das heißt 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 und 5 zu 0. So, das heißt, wenn wir hier hatten wir eine 1 stehen, das heißt, da müsste eine 6 hin. Das war die 9, das heißt, hier ist jetzt eine 4.
1, 9, nee, 1, 1. 1, 1. Eins, 1, 9, 1 hatten wir, das heißt... This looks like the same mechanism as the one on the other side. Das müsste ja dann das sein, oder? Et voilà! La Kopf, er ist noch nicht ganz, wie sagte man, verbraucht. Better not dwell on it. Ich bin Meisterausbrecher. Du bist ohne Hilfe aus Lord Mortimers geheimem Arbeitszimmer entkommen. Ein Punkt in Heimlichkeit. Ja, was sage ich dazu? Da 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 da. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, jetzt haben wir hier das Schwert. Ein moosbewachsenes Steinschwert. Wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt hier oben im Arbeitszimmer erwischen lassen. Ich glaube, wir haben hier theoretisch gar keinen Zutritt, oder? Ich hätte Jacques Peroux unter seltsamen Bedingungen treffen können. Wo denn? Wir haben ja nun schon alles abgesucht. Aber okay. Oh, ich hatte gehofft, dass wir 2 Stufen schaffen. Das gibt es nämlich 8 Punkte. Das knallt so richtig rein. Das sind genau die 8 Punkte, die ich hier brauche. Ich hole mir jetzt Sprachen und Politik. Es ist mir vollkommen egal. Dann haben wir... alle Fähigkeiten zumindest freigeschaltet. Die sind teilweise vielleicht scheiße teuer, wenn wir die benutzen wollen, aber wir haben jetzt zumindest Zugriff auf sämtliche Optionen. Das war mir wichtig. Das war mir sehr, sehr wichtig. So, dann wäre es dumm, wenn ich jetzt nicht... Oh, warte mal. Etikette, Wissenschaft, Politik, Heimlichkeit, Psychologie. Gut, das heißt, ich kann... noch einen Punkt in die Befragung setzen. Und einen Punkt in Manipulieren. Da sind wir nämlich auch kurz davor. Drei Manuskripte aus. Oh, krass. Drei ist krass. So, 1 ist natürlich die Enzyklopädie. Denis Diderot und Jean d'Alembert, 1751 bis 1772. 150 Akademiker und Gelehrte trugen zur Schaffung dieser ersten Sammlung des Menschheitswissens bei. Plus 1 Punkt in Wissenschaft, plus 1 Punkt in Sprachen und plus 1 Punkt in Belesenheit. Ich wäre richtig dämlich, wenn ich das nicht auswählen würde. Dann die Kunst des Schlossschmiedes, Henri-Louis Duhamel de Monson, 1767. Schlicht und einfach, eines der besten Bücher zu diesem Thema, plus 1 Punkt Heimlichkeit nehmen wir. Und dann haben wir noch die Auswahl, entweder Die Leiden des jungen Werthers, Johann Wolfgang von Goethe, 1774. Ein überraschender Briefroman, der mit dem Freitod seines Helden endet. Alter Spoiler!
plus 1 Punkt in Psychologie. Oder Leviathan von Thomas Hobbes aus dem Jahre 1651, Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens, ist ein Klassiker der politischen Philosophie. Er behandelt die Theorie des Gesellschaftsvertrages für einen zusätzlichen Punkt in Politik. Oder die Regeln der Höflichkeit und des anständigen Benehmens von Léonard Perrin aus dem Jahr 1618, eine Abhandlung über gute Manieren, bestimmt für das Jesuitenkolleg von La Flèche für 1 Punkt in Etikette. Die Humani Corporis Fabrica von Andreas Vesalius aus dem Jahre 1543, ein wegweisendes Buch, die absolute Referenz bezüglich menschlicher Anatomie für 1 Punkt in den Wissenschaften, und Evelina von Fanny Burney aus dem Jahre 1778, ein Briefroman, der sich mit dem Eintreten einer jungen Dame in die Adelsgesellschaft des 18. Jahrhunderts befasst, für einen weiteren Punkt in Etikette. Und ich würde ja sagen, wir nehmen die Psychologie. Dann fehlen uns nämlich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte für Stufe 3 Psychologie. Und auf Stufe 3 kostet Psychologie uns prinzipiell gar nichts mehr. Was eigentlich ziemlich cool ist. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich werde es aber jetzt nicht forcieren. Wenn ich die Gelegenheit habe, snacke ich mir andere Talente natürlich noch mit ab. Was schauen wir, kriegen wir hier nicht auch nochmal Psychologie? Nee, Belesenheit. Okay. So, weiter geht's. Universal-Genie. Du erhältst am Ende des Kapitels 10% mehr Erfahrung, erlange alle Fertigkeiten auf Stufe 1. Jawohl, das haben wir freigeschaltet jetzt. It is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. Alright, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. Ich höre Stimmen. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Ich will wissen, worum es geht. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? Lauscher? Gibt mir was? Ich muss zwischendurch gucken, was ich da kriege. Das ist mir wichtig. Lauscher, 1 Punkt in Heimlichkeit. I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. Das geht Longinus, oder? Them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Aha. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? Einfach gerade heraus hier. I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wir haben einmal den Giuseppe Piaggi. Der hat eine Schwäche in der Manipulation und ist immun gegen Logik. Also sollten wir das vermeiden. Und das andere ist der Johann von Wöllmer. Der ist beim Okkultismus immun und hat eine Schwäche für Ablenkung. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Boldner, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis.
I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics. You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years he has been searching high and low to bring all the copies of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Interessant. Wenn ich jetzt nochmal hingehe, was passiert dann? Ein Erdsternchen. Leave us now. Ist ja gut. So, also, wir müssen jetzt bestimmt runter in den Garten. Er hat ja gesagt, es sieht so aus, als ob sich das draußen befunden hätte, von der Witterung und bla und blub. Aber vorher sehe ich mich natürlich um zu gucken, ob ich irgendjemanden treffe in irgendwelchen interessanten Situationen. Liegt da ein Buch? Da liegt ein Buch, aber ich kann nicht damit interagieren. Schade eigentlich. Madame sind auch nicht mehr hier. Das ist die Haupttreppe. Zäunen wir das Ganze mal von hinten auf, oder? Ach, hier darf ich nicht runter. Okay. Das hätte mich wieder da bei der Bibliothek runtergebracht, meine ich, oder? Hatte ich hier nicht gerade eben einen Interaktionspunkt? Das war die Tür direkt gegenüber wahrscheinlich dann, ne? Naja. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Das ist, glaube ich, der richtige Ansprechpartner, oder? Could you tell me where this sword comes from, please? Certainly, sir. How did such a sword come into sir's hands? Manipulation ist ja schwach, ne? Ablenkung vielleicht auch. Listen, my good man, I'd gladly stand here discussing matters all day long, but I'm terribly pressed for time. Your petty logistical concerns are of no interest to me. I asked you a question, and I'm still waiting for an answer. Do please excuse me, sir. If I were sir, I would look in the garden. This sword looks like it's from the garden statue. Haben wir uns ja schon gedacht, ne? And how can I get into the garden? There are two ways, sir. The first way to get to the garden is by the hall, between the conference room and the portrait gallery. The second way is directly through the portrait gallery. Sir would just have to go out by the French windows. Thank you, my good man.
Vielen, vielen, vielen Dank. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Charakter finden auf dem Weg. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Okay. Ich glaube, ich kann das Buch mitnehmen. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Da dürfen wir anscheinend wieder nicht raus. Na gut. Dann sind wir ein bisschen forciert vom Weg her, ne? Wir werden bestimmt hier noch irgendeiner Szene über den Weg laufen. Irgendeine Begegnung haben. Vielleicht mit Emily. So, der Garten, das ist da hinten in der Galerie, okay. Ich fange übrigens langsam an dran zu zweifeln, dass wir auf 11:30 fertig sind heute. Es sei denn, diese Konferenz ist erst in Kapitel 3. Diese Bibliothek hier, das ist der unglaubwürdigste Raum in dem ganzen Ding bisher. Ja, die Bücher da zum Beispiel, da drüben. Wie soll man da hinkommen? Da, also diese da. Da ist keine Leiter, da ist kein gar nichts. Du kannst auch nicht eine von den Leitern hier, die oder die hier rechts nehmen, weil dann die Kerzenhalter im Weg sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ganz zu schweigen davon, wie weit das hier runter geht. Und hoch auch. Also, ich weiß nicht. George. Is everything all right, my young friend? Wonderful. Isn't that lovely? Well, see you later. Das war jetzt sehr kurz angebunden. Okay, also hier sind die French Windows, die wir theoretisch nehmen könnten. Aber ich will jetzt natürlich noch gucken, ob wir hier hinten noch jemanden treffen. Under Preparations, ja, ich weiß. Es ist weiter so, dass ich hier hoch kann, aber nicht runter. Das ist spannend, ne? Warum das wohl so ist? So, der Garten also. The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Wir sehen uns hier in aller Ruhe um jetzt. Golden elixir. Well, Monsieur de Richet,
What brings you here? Befragung, da ist er doch bestimmt richtig gut drin, oder? Als Richter und sowas? I tell you what I'm looking for, Monsieur Peru. Will you promise to keep it to yourself? Dachte ich mir. Hell no. And anybody who gives you a promise like that is an unmitigated liar. Trust no one, Monsieur de Richet, or you'll soon be a dead man. I bid you good luck. You'll need it. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, seine Stärke aufzudecken, was ich ja theoretisch auch brauche, ne? Aber da sind immer noch mehr. Jetzt haben wir natürlich nichts über ihn herausgefunden. Golden Elixir. So, wenn mir das hier schon so angeboten wird auf dem Silbertablett. Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Der Faden der Ariadne, ja, ich weiß. Looks like there's a crack in the region of the heart. I guide the sword that will kill the monster. Let's see. A crack as long as my finger. What's going to happen if I've got it wrong? Kann ich das Schwert wieder rausziehen? Ariadne. Let's try something else. Ich wusste nicht, dass es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Ganz vorsichtig, ganz gründlich hier alles durchsuchen. Notiz an die, was war das? Irgendein Sprachending. Das gucken wir uns dann wieder später an, ne? Wenn wir wieder ein Level-Up machen können. Icarus. The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Hey, there's no crack here. Well, let's keep going. Gucken wir erstmal weiter. Warum muss es denn eigentlich ausgerechnet ein scheiß Heckenlabyrinth sein? Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae.
This statue has a crack in it. Und auch jede Menge Schwerter. The crack is thin and about as long as a finger. I should be able to thrust in my sword. Ja, viel Spaß dabei. Let's go. Rein von der Logik her wäre das ja der richtige quasi, ne? Minos. König Son of Minos. Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. The crack is in the region of the heart. It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Ich warte noch. Ich habe ja noch ein Dings frei. Und das will ich nicht auf ein Null-Punkte-Ding verschwenden. Also ich weiß nicht, ob es da benutzt werden würde. Aber ich fände es total schade, wenn das so wäre. Deswegen bin ich gerade noch so zögerlich, diese Einer-Dinger zu machen. I seem to recall he took the decision to confront the Minotaur. He killed the beast, but if it weren't for Ariadne's help, he would have been trapped in that labyrinth forever. In short, yet another hero who wasn't the sharpest knife in the drawer. Okay, I'm probably being a bit harsh. I mean, we do owe him the foundations of Athens. In other words, the Republic. Render therefore unto Caesar what is Caesar's. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Minos. His gesture sealed his fate. So eine Geste besiegelte sein Schicksal. Das ist wahrscheinlich der ist auch schon ein bisschen versteckt. Da muss bestimmt das Schwert rein. Weil ich warte noch. Diesen Brunnen in der Mitte haben wir ja dann noch. Daedalus. He's the architect of the labyrinth, and if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Habe ich irgendwelche Notizen, auf die ich zurückgreifen kann? Nein. Ach, guck mal, der Faden der Ariadne. Here's the famous Ariadne's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Here's the famous Ariadne's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Okay, das ist wahrscheinlich der Hinweis, den wir brauchen, ne? Aber ich will mir den Brunnen in der Mitte jetzt noch angucken, der fehlt nämlich noch. Wir können ja schon mal gucken, wo geht denn Ariadnes Faden hin? Im Moment zielt sie auf Daedalus. Da bleibt es aber nicht. Guck mal. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Schwester von Circe, okay.
She has no cracks. Alright, well, let's continue anyways. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. What is that? It's like a sort of opening mechanism. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. Gut, das haben wir uns ja schon gedacht. So, okay, wir sind von da gekommen. Wir folgen dem Faden. Okay, der Faden führt zu Perseus. Aber nur, weil... Ist das hier nicht... Ist das noch Faden auf dem Boden? Der abgeschnitten wurde? Oder sind das Äste? Ich kann es nicht genau erkennen. Das sind Äste, ne? Ich hätte ja gesagt, das ist Minos. Theseus. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Minos. In mythology, King Minos was known as a wise and just king, despite the fact that he deceived Poseidon. As punishment, his country was devastated by the white bull of the sea god, and his wife became passionately in love with it. From their union, Asterion was born, sadly known to us as the Minotaur. The illegitimate child, the child of shame, who had a sorry fate. And to think that Minos ended up as a judge of the underworld. Decidedly, the high and mighty always managed to get away with it. Der Faden führt halt... Irgendwelche Ideen, irgendwelche Anmerkungen. Wie war nochmal der Text? It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities.
Es obliegt den Gerechten, ein Urteil zu fällen. Die Wahrheit ist der Schlüssel für alle Möglichkeiten. Das verweist auch auf Minos, oder? Theseus. Wrongly positioned, I am the blind hero. I wasn't expecting an inscription like that. Falsch positioniert bin ich der blinde Held. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Asterion. I am the cursed child. Asterion was the son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father, he was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. Let's go. Ja, also entweder Minos, der ja Poseidon verraten hat oder betrogen hat und dann sein Kind verstoßen hat und zugelassen hat, dass es ermordet wird, oder der Mörder des Kindes. Haben wir vorne bei Ariadne, hatten wir da schon alles untersucht? Ich bin so verunsichert, ne? Ariadne. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth, which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were. Ja, okay, das klingt immer mehr nach dass das tatsächlich hier Perseus ist, den wir er hat Ariadne betrogen, er hat den Minotaurus getötet, der das Opfer der Geschichte ist. Theseus. Ich riskiere es jetzt. Looks like a crack has been made on his torso. Oh Gott. Das könnte uns jetzt die Hand kosten, ne?
What's wrong? Either I'm imagining things or... Ich bin Draufgänger. Logik kostet einen Konzentrationspunkt mehr. Na toll, unser stärkstes My Ding. hand was pricked. It had poison on it. My head. I feel hot. Also es ist doch Minus, ja? Ach, scheiße. Mein erster Instinkt. Let's try something else instead. Das war mein erster Instinkt. Minnows. The crack is in the region of the heart. Naja, das sind alles so Sachen. Dafür ist dieser Playthrough da, ne? Wenn was nächstes Jahr ein zweites Mal spielen, wird sowas nicht passieren. Es gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten, wenn es Minus nicht ist. Ne? Wenn es Minus nicht ist, ist es entweder Daedalus, was aber keinen Sinn macht. Gut, der hat das Labyrinth gebaut, aber was kann der dafür, was hier alles passiert ist? Oder Ariadne, aber die ist ja auch eher Opfer gewesen. Ne? Ich hätte mit meinem fucking First Instinct gehen sollen. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ich hatte die Lösung und habe mich von diesem Faden dann auf die falsche Fährte locken lassen. Harvey, was sagst du dazu? Ich bin dumm, ne? Ich bin dumm und naiv und leichtgläubig und das kostet uns jetzt einen Logikpunkt. Again? Denkbar ungünstige Stelle, ne? Für sowas jetzt. You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out! Das war What was interessant. that? That's the third time in 3 days. Au. Oh, Harvey, verkante dich doch nicht immer in dem Kabel. Hm? Oh, ich passe auf dich auf, ja. Let's see if you're in there, Mother. Ich dachte, wir haben jetzt wieder die Wahl, ob wir den Brunnen runtergehen oder gucken, was da mit Home und Godoy los ist. Ah, wir können nicht wieder hoch. A fragment of amber. Wie viele davon habe ich? Wo sehe ich das? 2 von 4 wahrscheinlich, ne? Wartet mal kurz. Jetzt habe ich den Kader wieder verscheucht. Die Kamera ist nicht mehr ausgerichtet. Wie kommt das zwischendurch? So, okay. Bandages? Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes.
There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. Okay. Nach Möglichkeit keine Punkte mehr verbrauchen hier. Uh-oh. Damn it, Mother. Now what's happened? Kniet er jetzt nur da, ohne irgendwas zu machen? Don't move! Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have you... Tell me who you are! Nun. Aber das sieht wie der typische Cliffhanger aus, oder? Ich hätte Peru dazu bringen können, mir zu vertrauen. Okay. Als ausgesprochen interessante alternative Möglichkeiten für ein weiteres Durchspielen. Komm schon. Jawohl. Stufe 9. 4 Punkte zu verteilen. Wenn wir jetzt 4 Punkte haben. Dann einen da. 2 da. Gewandtheit ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das auch noch ein bisschen höher haben dann, wa? Und das ist, vor allem ist es das letzte von unseren Dingern, wo wir noch... Ich mach's mal so. Aber ich glaube, das war's, ne? Das dürfte der Cliffhanger zum Ende dieser Episode sein. Jawohl. Ich klinge mich kurz aus. Wir sehen uns gleich nochmal wieder.
Tja, und das war The Council, Kapitel 2. Stand da irgendwo dabei, wie Kapitel 2 heißt? Ich glaube nicht, ne? Krieg ich das jetzt irgendwie raus? Das wäre ja ganz cool, wenn ich das wüsste für die, für den Episodenname und so, ne? Oder auch nicht. Okay. Also im Englischen hieß es, glaube ich, Hide and Seek. Das wäre dann das Versteckspiel oder sowas, ne? Okay. Hier, da. Ja, als nächstes kommt die Konferenz. Okay. Ich bin sehr gespannt, wohin sich die Geschichte noch entwickelt. Warum hat unsere Mutter uns nicht erkannt? Das sollte uns zu denken geben. Ich würde sagen, irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. Das ist übrigens auch das Schulmotto der Sunnydale High. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich würde sagen, gucken gleich mal, wann wir da weitermachen können. Ich muss nur mal kurz, ich mach meinen... So, das wird jetzt ein Weilchen dauern, aber wir kriegen das dieses Jahr noch fertig. So viel kann ich euch sagen. Nächste Woche muss ich arbeiten. Da können wir leider nicht weiterspielen, denn The Council ist nach hinten raus. Das ist doch ein bisschen was Längeres und ich finde es eigentlich ganz cool, das in den Abendstunden in Angriff zu nehmen. Das macht das Ganze so ein bisschen stimmungsvoller. Ja, finde ich thematisch auch ganz passend, deswegen würde ich das ganz gerne, wenn ich frei habe, machen. Das nächste Mal frei habe ich vom 30. Oktober bis zum 5. November. Das ist allerdings die Woche, in der unser Happy Halloween Special hier auf dem Kanal stattfindet. Da bin ich jeden Tag mit Horrorstreams beschäftigt, habe mir da auch schon so einen gewissen Plan zurechtgelegt. Da wird es also nicht weitergehen mit The Council, da spielen wir andere Sachen. Dann muss ich wieder arbeiten. Aber ich sag jetzt mal 16. November eventuell. Lasst uns an dieser Stelle davon ausgehen, dass es am 16. November mit dem 3. Kapitel von The Council weitergeht. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Pause von fast einem Monat. Das ist total gemein für diejenigen, die jetzt ganz dringend wissen wollen, wie es weitergeht. Aber ja, manchmal ist das halt so, ne? Gerade so bei episodigen Titeln, dafür haben wir ja noch ganz viele andere Sachen hier auf dem Kanal, die ich euch in der Zwischenzeit anbieten kann, wie zum Beispiel das Happy Halloween Special in der Halloween-Woche oder halt auch morgen, idealerweise morgen Mittag, 13 Uhr ist es geplant. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Da fangen wir nämlich an mit Marvels Spider-Man 2, falls diese Superheldengeschichte was für euch ist. Und wenn ihr eher so auf mysteriöses Rätselgedöns steht, dann... Scheiße, da habe ich gar kein Angebot. Nun, dann wartet halt bis zum 16. Spätestens. Sagen wir es mal so. Spätestens am 16. machen wir weiter mit dem 3. Kapitel von The Council. Vielleicht kriege ich es auch schon vorher unter, das wäre dann aber relativ spontan. Deswegen empfiehlt es sich dafür einfach den aktuellen Sendeplan im Blick zu behalten. Ich mache mal dieses Gedudel da im Hintergrund aus, da wird man ja wahnsinnig von. Das ist ja ganz furchtbar. Falls ihr euch jetzt fragt, aktueller Sendeplan, wovon redet dieser Mensch, dann lasset euch an dieser Stelle noch einmal gesagt sein, dass dieser Kanal einen offiziellen Discord-Server besitzt. Und auf diesem offiziellen Discord-Server ist unter anderem der aktuelle Sendeplan hinterlegt, wo man jederzeit einsehen kann, welches Projekt
an welchem Tag um welche Uhrzeit hier im Livestream in Angriff genommen werden soll. Außerdem gibt es eine Auflistung sämtlicher Spiele, die wir im Laufe der vielen Jahre, die dieser Kanal inzwischen existiert, hier gemeinsam gespielt haben. Das Ganze ist nach Genre und Alphabet sortiert, um es so ein ganz kleines bisschen übersichtlicher auch zu gestalten. Und es steht auch mal dabei, ob das Ganze ein vollwertiges Let's Play ist, ob das Ganze abgeschlossen oder aktuell noch läuft. Oder ob wir nur mal reingeschnuppert haben im Rahmen von einem Surprise Sunday, einem Let's Test, einem Let's Take a Closer Look oder ähnlichen Formaten, die es im Laufe der Zeit hier auf diesem Kanal gegeben hat. Oder ob das Ganze im schlimmsten Fall eventuell sogar pausiert oder abgebrochen werden muss. Das steht alles dabei. Und wenn ihr ein Spiel, was euch interessiert, nicht in dieser Liste sucht, das kann man ja ganz einfach mit der Suchfunktion, da muss man ja nicht alles durchscrollen, einfach Suchfunktion, Namen eingeben, gucken. Und wenn das Spiel nicht draufsteht, dann könnt ihr das dann gleich in die Vorschlagsbox reinhauen. Dann gucke ich mir das bei Gelegenheit hier einfach mal gemeinsam mit euch an. Ich versuche die Vorschläge irgendwann alle abzuarbeiten. Es kann allerdings ein bisschen dauern, bis ich dann zu eurem Vorschlag komme. Da ist nämlich eine Menge drin. Ich habe dann ein relativ großes Backlog, auch viele kleinere Horrorspielchen, die ich bei Gelegenheit auch mal in Angriff nehmen sollte. Da ist im Laufe der Zeit auch schon einiges zusammengekommen. Da kann ich noch eine relativ lange Zeit von zehren, glaube ich. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und jetzt mag sich der eine oder andere von euch natürlich fragen, wie erreiche ich denn diesen ominösen Discord-Server? Oh Rio, du Großartiger. Nun, das ist das Einfachste an der ganzen Geschichte. Ihr müsst nämlich einfach nur mal unten in die Videobeschreibung reingehen. Da ist nämlich ein ewiger Einladungslink zu eben diesem Discord-Server hinterlegt. Da braucht ihr nur draufklicken und schon ist alles fertig. Bam, seid ihr da. Das setzt natürlich voraus, dass ihr einen Discord-Account habt. Sonst wird es relativ schwierig, einem Discord-Server beizutreten. Aber das sollte ja jetzt nicht das größte aller Probleme sein. Discord ist immerhin kostenlos. Ich fände es super cool, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, wenn wir die Discord-Community vielleicht ein bisschen ausbauen könnten und dann mal so ein bisschen Leben in die Bude bringen. Da ist es nämlich meiner Meinung nach insgesamt betrachtet tatsächlich viel zu still. Vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Ja, und ansonsten sehen wir uns vielleicht spätestens in etwa einem Monat zum 3. Kapitel von The Council wieder. Ich würde es natürlich vorziehen, wenn wir vorher schon ein weiteres Mal hier im Stream aufeinandertreffen würden. Ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Und nicht vergessen, immer auf euer Bauchgefühl hören, sonst prickt euch die dämliche Falle in die Handfläche. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dann.